Fühlst du dich aufgrund der aktuellen Situation ängstlich? Fühlst du dich wütend? Fühlst du dich unter Druck gesetzt? Fühlst du dich eingesperrt und deiner Freiheit beraubt? Fühlst du dich verzweifelt oder vielleicht sogar hilflos? Empfindest du eine Art Unverständnis anderen Menschen, Politikern, der Regierung oder vielleicht sogar Gott gegenüber? Fragst du dich, gibt es einen Gott, der so etwas zulässt? Warum macht er das mit uns? Und warum muss es so eskalieren? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video möchte ich mit dir über die aktuelle Lage sprechen und möchte dir vielleicht einen Weg zeigen, wie du dich von diesen Sachen befreist oder vielleicht auch Antworten auf gewisse Fragen bekommst, ähm, die uns alle betreffen zur aktuellen Zeit. Im Grunde befinden wir uns in einem emotionalen Strudel und die Kunst ist es, sich davon zu befreien. Ja? Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und was ich tue, ist, ich gehe in erweiterte Bewusstseinszustände und hole mir Informationen oder erlebe etwas und versuche das auf diesen Planeten zu bringen. Und es ist meine Lebensmission, dich durch Wissen, das nicht materieller Natur ist, zum Teil auch doch, aber zum Teil auch nicht, dich in andere Bewusstseinszustände, in erweiterte Bewusstseinszustände zu bringen oder dich bewusster zu machen, wie auch immer. Ja. Ich mache eigentlich keine Videos zu diesem Thema selber. Ich muss auch sagen, normalerweise kopiere ich das Skript, was ich jetzt abrede, in mein iPad rein, aber es ließ sich nicht kopieren. Ich habe keine Ahnung warum. Ja? Es ließ sich nicht auf das Ding übertragen. Vielleicht kamen im Skript ein paar Sachen vor, die nicht erwähnt werden sollten in der Öffentlichkeit. Gerade deswegen sieh dir das Video an. Ich werde versuchen, das Wort nicht zu erwähnen oder Wörter, die ähnlicher Natur sind, damit das Video nicht gebannt wird oder gesperrt wird. Ja. Jo, es wird spannend. Das Video wird sehr, sehr lang dauern. Also es wird sicher intensiv, es wird sehr viel verändern in deinem Zustand. Ich werde sehr viel auch vorlesen, weil es gibt sehr viel, was ich darüber erzählen möchte und muss. Das heißt, das kann ich mir nicht alles merken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen, ja, mach dich gefasst auf eine intensive, vielleicht Stunde. Aber in dieser Stunde wirst du ganz andere Einblicke bekommen. Aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Vorab möchte ich dir noch was vorlesen. Und zwar, seitdem die Pflicht für dieses Ding da rausgekommen ist in Österreich, bekomme ich auf Instagram und überall sehr, sehr viele Nachrichten und Verzweiflung von so vielen Menschen, dass es unglaublich ist und dass es so viel wurde, also wirklich alle paar Minuten eine Nachricht, dass ich entschieden habe, dieses Video zu machen und dass ich auch entschieden habe, natürlich hatte ich vorher schon einen anderen Einblick, aber dass ich entschieden habe, in einen erweiterten Bewusstseinszustand zu gehen und dort auf anderen Ebenen durch eine Astralreise und andere Bewusstseinszustände einfach zu schauen, hey Leute, was ist da los in der geistigen Welt? Könnt ihr mir das Ganze erklären? Und ich habe Antworten bekommen. Ja? Und diese möchte ich in diesem Video mit dir teilen. Das heißt, sei auf jeden Fall dabei, schau das Video zu Ende an. Es wird dir vielleicht die Augen öffnen für das, was wirklich vorgeht. Ja, ja, das ist mal das eine. Ja. Und eine Sache ist noch wichtig, bevor wir in das Video jetzt direkt starten. Ne? Ich habe hier stehen, das Video wird dein Weltbild vielleicht kaputt machen. Ja? Es wird deine Meinung vielleicht nicht vertreten. Es wird in dein Gehirn vielleicht ein paar Sachen verändern. Es wird vielleicht dich aggressiv machen. Es wird dich triggern. Es kann vieles passieren. Stell dich jetzt schon mal darauf ein, dass du es einfach weißt. Das ist ganz normal, wenn man eine Meinung hat, eine Meinung vertritt, einen Glauben, eine Überzeugung ist und dann kommt auf einmal jemand, der erzählt dir vielleicht was anderes. Das ist normal, dass du das empfindest und dass du das einfach weißt, dass das passieren kann. Was ich dir sagen möchte ist, ich möchte dich mit dem Video jetzt nicht beeinflussen oder in eine Richtung drängen. Ich möchte dir einfach nur
eine Perspektive zeigen, eine andere Perspektive, dann eine dritte Perspektive, dann eine Vogelperspektive, einfach das, was ist. Ja, und du kannst, wie so ein Buffet, ich zeige dir verschiedene Speisen und du kannst von der kosten und du kannst dann selber entscheiden, was für dich schmeckt, das kannst du für dich übernehmen, was dir nicht schmeckt, also lass es einfach los. Zudem möchte ich noch sagen, dass die Informationen, die ich jetzt gleich teilen werde, auf meinen eigenen Erfahrungen basieren und meinen aktuellen Kenntnisstand. Und das ist meine aktuelle auch persönliche Meinung, die jederzeit noch variabel ist. Und ich bin jemand, der durchaus meine Meinung ändern kann und sehr offen ist, was Dinge angeht und sich nicht festfahren lässt in gewissen Meinungen. Das heißt, diese Meinung, die ich in diesem Video teile, ist einfach meine aktuelle, ja, das, was ich vertrete, was meine Perspektive ist. Und das kann sich durchaus ändern, das will ich damit sagen. Also wenn ich in einem halben Jahr mal was anderes sage, was diesem Video nicht entspricht, dann habe ich einfach meine Meinung geändert, weil ich einen anderen Wissensstand hatte zu diesem Punkt. Ja? Weil ich lasse mich nämlich nicht von Wissen manipulieren. Das ist das, was man lernt, wenn man genug Bücher gelesen hat. Ja? Gut, dann starten wir mit dem Video. Ganz offiziell. Boah, das wird sehr intensiv, ey. Freu dich auf das, was jetzt kommt. Ja? Also ich habe hier als erstes stehen, es geht nicht um eine Pandemie. Es geht auch nicht um ein Virus. Es geht um was ganz anderes und deswegen schau dir das Video zu Ende an. Ja? Das ist jetzt kein Verschwörungsvideo, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich werde einfach beide Seiten beleuchten und dir einfach ein ganzheitliches Konzept zeigen, wie so eine Batterie, Plus, Minus, und ich werde dir die Batterie zeigen, wie das ganze Spiel funktioniert, das ganze Drehbuch, ja? Nicht das Ganze, aber zumindest eine andere Perspektive. Und wenn du das Ganze siehst, wirst du erkennen, es gibt 3 verschiedene Zeitlinien, auf denen wir uns befinden. Die eine Zeitlinie führt dich sozusagen in die Hölle, die andere Zeitlinie führt dich in das goldene Zeitalter und die andere Zeitlinie führt dich irgendwo dazwischen. Ja? Und ich möchte dir in diesem Video vor allem, wenn du es gesehen hast, verstanden hast und verinnerlicht hast, den Weg zeigen, der dich in das goldene Zeitalter führt. Ja? Deswegen sei gespannt. Ja? Und was ich erfahren habe in diesen höheren Ebenen ist ein Satz, und zwar der Satz lautet, das ganze Universum blickt gerade auf die Erde und beobachtet dieses Spektakel, dieses Schauspiel. Und wir gehen jetzt gleich in das Drehbuch von diesem Schauspiel rein. Ja? Bevor wir starten, du musst es nicht, du kannst etwas tun. Das wird dir helfen, ein Teil dieses Spiels zu werden und dich vor allem zu befreien aus diesem Schauspiel und dich dorthin zu bringen, wo du landen möchtest, und zwar in die Liebe und in das goldene Zeitalter. Und dafür möchte ich dich anspornen, jetzt etwas zu tun. Ja? Und zwar ist es ein kleines Experiment und dieses Experiment wird dich jetzt ein Teil von diesem Video werden lassen, welches dir viele Dinge, die ich in diesem Video erwähne werde, jetzt auf einmal was Persönliches mit dir zu tun haben werden. Ja? Es wird dir dein Inneres zeigen. Ja? Und dazu möchte ich dich bitten, etwas mitzumachen. Und zwar möchte ich dir eine Frage stellen, du solltest das Video jetzt pausieren und diese Frage du sollst danach diese Frage beantworten und sollst dann etwas tun. Ja? Und zwar, die Frage lautet, bist du für eine Impfpflicht? Ja? Wenn ja, dann gib mir ein Dislike. Wenn du gegen eine Impfpflicht bist, also wenn du sagst, ich möchte, dass die Leute entscheiden können, was sie wollen, das ist mein Körper und ich soll damit tun, was ich will, dann lass mir ein Like da. Ja? Also niemand soll Macht haben über deinen Körper. Wenn du diese Meinung bist, dann lass mir ein Like da. Ja? Und dann schreib mir einen Kommentar, warum. Ja? Und was deine Meinung zu dem Thema ist. Du musst jetzt keinen Roman schreiben, sondern ganz kurz. Das ist ganz wichtig, dass du das tust. Das dient jetzt zum Teil auch für den Algorithmus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber primär hat das einen ganz anderen Effekt. Und zwar, ich werde jetzt einige, und zwar genau gesagt 7 Seiten mit dir durchgehen. Und danach werden wir auf das zurückkommen, was du unten hingeschrieben hast. Ja? Und dann wirst du einen Wow- und einen Aha-Moment bekommen und dadurch wird sich in deinem Gehirn viel verändern. Ja? Und deswegen ist es wichtig, deine aktuelle Meinung mal zu manifestieren, irgendwo hinzuschreiben, warum du für etwas bist und warum du gegen etwas bist. Und du wirst überrascht sein, was dann passiert, wenn ich dann an den Punkt des Videos komme und dir sage, hey, geh mal runter zu deinen Kommentaren und lese das nochmal durch und dann wirst du sehen, wo du gerade bist, wie du dich einkategorisierst und dann hast du danach nochmal die Möglichkeit, das zu ändern
oder einen neuen Kommentar zu schreiben, um eine andere Meinung zu vertreten. Ja, also es hat einen Spiegeleffekt für dich selber und das Video sollte dir helfen, dorthin zu kommen und deswegen bitte ich dich jetzt einfach das Video zu stoppen. Bist du für eine Impfpflicht? Gib mir ein Dislike, um einfach zu sehen, wie ist das Verhältnis. Bist du gegen eine Impfpflicht? Dann gib mir ein Like. Ja? Und dann schreib unten im Kommentar einfach rein, warum du dieser Meinung bist. Ja? Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schön, dass du wieder da bist. Und jetzt steigen wir in das Video ein. So, und zwar, du wirst wirklich überrascht sein, was gleich dann passiert. Habe ich das Video strukturiert in 5 Elemente. Das erste Element ist, ich werde mit dir ein Grundgerüst auf Basis eines höheren Verständnisses geben. Das heißt, ich werde dir jetzt ein paar Punkte aufzählen, die das Grundgerüst sind für das, was dann danach kommt, ja, als Basis. Ja. Danach werde ich mit dir globale Ereignisse aus der Vergangenheit ein paar Sachen besprechen und ihre Auswirkungen, die sich dann ausgewirkt haben, langfristig gesehen. Ja. Danach werde ich mit dir in die Perspektive eines erweiterten Bewusstseinszustandes gehen, und zwar genau gesagt Gottesbewusstsein, um dort zu fragen, was sagt das Gottesbewusstsein zu diesem Thema. Ja. Ich werde auch gleich dazu kommen, wie ich dazu gekommen bin und was es damit auf sich hat. Ja. Und dann werde ich dir die Perspektive aus diversen Astralreisen vermitteln. Dann hast du sozusagen einen verschiedenen Blickwinkel und danach werde ich dir meine eigene persönliche Meinung, meine eigene persönliche Perspektive vermitteln. Das heißt, du bekommst jetzt sehr viel geboten, ja, zu diesem Thema und das Thema betrifft sehr viele Menschen. Darum lass dich überraschen, ne, was dich jetzt gleich erwartet. Also starten wir mit Kapitel 1, Grundgerüst auf Basis für das höhere Verständnis. Ja. Erstens, kein Ereignis verschwindet von selber ohne ein Gegenereignis. Das ist ein Naturgesetz. Zweitens, die Gesellschaft ist ein System und das System wird gerade geändert. Ja. Ganz wichtig zu verstehen. Drittens, wir Menschen sind im Erdmagnetfeld gefangen. Dadurch wird unser Bewusstsein niedergedrückt. Deswegen fühlen sich viele wie betrunken, nicht da, wie als ob wir träumen und uns dessen aber nicht bewusst sind. Ja? Wie wenn du Opfer bist von etwas und du willst aus diesem Traum aufwachen, kannst aber nicht. Ja? Viertens, es ist offensichtlich, dass es 2 Arten von Wesen gibt. Erstens, Wesen, die in Richtung Liebe und Licht gehen. Und zweitens, Wesen, die in Richtung Dunkelheit, in Richtung des Bösen gehen. Das ist das Konzept der Dualität, meine Freunde. Fünftens, alles ist eine Batterie und hat 2 Pole. Wir Menschen haben den freien Willen und können uns dadurch zwischen diesen 2 Polen bewegen. Ja? Sechstens, der Mensch an sich hat die Neigung zu spirituellem Wachstum. Dadurch befreit er sich von der Dunkelheit, von Furcht, von Angst und entwickelt eine Art Immunität und Schutz gegen die Einflüsse der Dunkelheit bzw. Negativität, denn beides steckt in uns, aber später mehr zum ganzheitlichen Konzept. Und 7. Empfindest du Angst und Furcht, nährt sich die Dunkelheit von dir. Empfindest du Liebe und Freude, nährt sich die Liebe von dir. 8. Möchtest du in das Paradies, dann solltest du Gefühle der Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und Beklemmung überwinden, sprich in das totale göttliche Urvertrauen gelangen und dem Thema, das aktuell uns alle betrifft, das ist eine Tür in diese Richtung, sofern du es als eine Tür siehst. 9. Die aktuelle Lage auf diesem Planeten löst so tiefgehend die Gefühle der Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Furcht und Beklemmung aus, dass viele Menschen bereit sind, ihre eigene Gesundheit zu riskieren, für die Hoffnung, diese Gefühle zu lindern.
ganz ein wichtiger Satz. Es geht nicht um das, es geht um gewisse Gefühle, die du empfindest, weil du manipuliert wurdest, um diese Gefühle zu empfinden. Und da du sie empfindest, möchtest du sie nicht fühlen, hast Angst vor ihnen, läufst vor ihnen weg und tust alles dafür, um sie nicht zu empfinden. Ja, aber sich dem zu stellen, ist die Sache. 10. Alles wiederholt sich immer wieder, bis wir den Loop, diese seltsamen Schleife, durchbrechen. Das machen wir, indem wir aufhören, uns von der Angst zu leiten und das Gegenteil machen. Die Angst annehmen und in ihr das Vertrauen und die Liebe und in das Vertrauen und in die Liebe gehen. Und 11. Es gibt 2 Bewegungen, ja, die existieren, die sich herausgestellt haben oder jetzt sich einfach wie Pilze gezeigt haben. Die erste Bewegung ist Menschen, die sich mit ihrem Körper identifizieren, mit einem Ich-Konzept. Ja. Und die zweite Bewegung ist Menschen, die spüren und wissen, manche sogar durch Erfahrung, dass sie mehr sind als ihr Körper und fühlen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Seele und eine Art göttliche Führung und dass sie nicht dieses Ich sind, welches vor der Geburt nicht existiert hat und die das einfach fühlen und die fühlen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Das gibt es. Ja. Das ist mal so die Basis. Ja. Es gibt natürlich noch viel mehr, ich könnte stundenlang über Basiskonzepte reden, aber das ist mal so ganz grob. Das dient uns jetzt als Fundament für das, was jetzt gleich kommt. Ja. Springen wir zum nächsten Kapitel. Das nächste Kapitel. Du kannst übrigens, falls du das also noch nicht verinnerlicht hast, spul nochmal zurück und dann schau dir das Ganze nochmal an, wenn du möchtest. Und verinnerliche das, was ich sage. Ich habe einfach absichtlich schnell gemacht. Ich könnte natürlich alles ausführen, aber das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen und das möchte ich jetzt in dem Fall nicht tun, weil es ja gesagt wurde. Und du sollst selber deine eigene Meinung darüber bilden. Ja. So, kommen wir zum nächsten Kapitel. Das nächste Kapitel sind globale Ereignisse. Wir betrachten jetzt mal die ganze Perspektive aus einer anderen Perspektive. Und zwar aus der Perspektive der globalen Erde, also des Organismus Erde. Stell dir vor, die Erde selbst ist ein eigenes Bewusstsein, ist ein eigener Organismus, dass die ganzen Flüsse und Bäche auf der Erde sozusagen die Venen sind und dass wir Menschen die Blutkörperchen sind und uns darin befinden, um die Erde als Organismus aufrechtzuerhalten und zum Leben, zum Existieren. Ja. Das bedeutet, wir sind alle Teil eines Organismus und spielen unsere Rolle in diesem Konstrukt. Ja. Und dieser Organismus namens Erde ist sich bewusst, dass es existiert. Ja. Und dieser Organismus ist natürlich ein Teil eines größeren Organismus, ja, und zwar des Universums. Oder zuerst mal der Galaxie und dann des Universums und dann Multiversen und dann noch ganz andere Konzepte, die jenseits deiner Vorstellung liegen, deiner menschlichen Vorstellung zumindest. Diese Konzepte sind spannend. Wow. Wenn du mal Einblicke bekommst in diese Welten, die darüber hinausstehen, dann macht es mindblowing, das sage ich dir. In jedem Fall, der Organismus Erde fühlt, dass ihm was nicht passt. Und die Mutter, also das höhere Konzept dieses Konzeptes, so das höhere Organismus, ist natürlich wie so ein Elternteil für dieses Organismus verantwortlich und möchte, dass es seine Rolle erfüllt, dass es existieren kann, dass es sich entwickelt hin zu einem größeren Konzept. Und das bedeutet, es gibt ihm Impulse und diese Impulse werden diesem Organismus helfen, weil es ist alles der Körper von einem Bewusstsein. Und dieser Körper möchte für sich selbst das Beste, es möchte das Beste aus sich selbst rausholen. Und deswegen möchte es sich heilen. Und deswegen schickt es auf die Erde gewisse Seelen, die etwas aufzeigen, globaler Natur. Eines der bekanntesten Inkarnationen, die dieses Bewusstsein, diese Erde in sich selbst geschickt hat, das kannst du dir so vorstellen, wie so ein du hast einen Körper und du fühlst dich gerade schlecht, du hast eine Krankheit und du fühlst dich unwohl und du weißt einfach nicht warum. Ja? Und jetzt musst du herausfinden, was dein Problem ist, du weißt es aber nicht und deswegen gehst du zum Arzt. Und der Arzt macht eine Diagnose, er schickt eine Art Sonde in deinen Körper, um herauszufinden, wo ist gerade dein Problem und wie löst, dass du es siehst, dass du es erkennst und dass du es heilst. Ja?
Und die erste Sonde, die geschickt wurde auf den Planeten Erde, um etwas zu verstehen, was größere Natur war, war Jesus. Denn Jesus hat uns das Konzept der Liebe vermittelt. Ja? Die Erde war an einem Punkt, wo sie noch nicht verstanden hat, dass Liebe der Schlüssel des Universums ist und des Multiversums und alles darüber hinaus. Und die Menschen sollten sich zu entwickeln, um Mitgefühl, Liebe, Demut und diese höheren Konzepte des Seins zu manifestieren. Und das ist das, was er aufgezeigt hat. Also er wurde dafür erhängt. Ja? Oder was auch immer geschehen ist, spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall, er hat das nicht überlebt. Offensichtlich nicht. Ja? Zu einem gewissen Grad. Ja? Aber er hat den Menschen ein Konzept aufgezeigt, das war das Konzept der Nächstenliebe, ja? Was ganz offensichtlich ist. Und daraus haben sich viele Religionen gebildet, die versuchen, dieses Konzept des Paradies, der Mitgefühls, der Brüderlichkeit und der Liebe zu manifestieren. Bei manchen Religionen ist es in eine andere Richtung ausgeatmet und in das Ego rein, wie auch immer, es spielt keine Rolle. Es hat auf jeden Fall etwas gezeigt. Ja? Wohin das geführt hat, spielt jetzt keine Rolle. Das sollte nur gesagt werden, was damit passiert ist. Dann hat sich die Zeit gewandelt und wir kamen in das Zeitalter des Dritten Weltkriegs. Ja? Und da hat auch etwas nicht gepasst. Und zwar, es wurden immer Kriege gemacht, es wurden immer Gut und Böse, es wurden die Menschen immer zerbombt und es wurde viel gemacht mit uns. Und das hat uns zum nächsten Punkt geführt und wir werden gleich zum Thema, was uns alle betrifft, kommen. Aber wir müssen mal dieses Konzept verstehen. Und zwar hat es dann Hitler als nächste Sonde geschickt, damit wir sehen dürfen, was jetzt nicht passt. Ja? Und zwar hat Hitler uns gezeigt, dass wir gerade ein Problem haben mit Dualität, mit Verurteilung, mit Rassismus, mit Bewertung der anderen, mit Religionen, mit Hautfarben, dass das unser aktuelles Wohlbefinden, unseren Zustand der Erde schlecht fühlen lässt. Ja? Weil er sollte nur den Menschen zeigen, wir Menschen sind alle nur ein Spiegel. Und das Ego macht eine Sache. Es gibt die Schuld auf eine Person, das ist das, was wir in der Politik sehr stark beobachten, oder auch bei uns Menschen, die die Politik bewerten und beurteilen oder die Politiker. Das heißt, es bewertet die Schuld auf eine Person, in dem Fall jetzt auch alle das eine Virus-Ding, ja, und schiebt die Schuld auf etwas. Aber selber, der mitgemacht hat, die 8 Millionen Menschen, die damals mitgemacht haben, die wurden nicht, wir sind alle unschuldig, wir sind alle brav. Ja? Das ist das Konzept des Egos. Kann nichts dafür, ich habe zwar mitgemacht, aber ich bin nicht schuld, weil der hat die Schuld. Also es ist das Konzept der Schuldübertragung. Ja? Und das ist eigentlich das Virus selbst. Das ist eigentlich das Problem und es hat sich nicht viel verändert. Was es verändert hat, seitdem Hitler da war, ist, dass der Rassismus weniger geworden ist auf dem Planeten, dass die Grenzen zwischen Europa sich ein bisschen geöffnet haben, dass ein Schwarzer in den USA deswegen Präsident werden konnte und dass wir dem Thema Rassismus mal nicht so viel beachten, also wir haben mehr Beachtung dem Thema Rassismus gegeben, damit konnten wir uns von diesem unwohlen Gefühl, was stimmt mit uns, nicht befreien. Also es hat uns eine Art, in gewisser Weise Heilung gegeben in ein Unwohlsein-Gefühl und das Thema Rassismus hat dieses Unwohlsein-Gefühl verursacht, aus einer höheren Perspektive. Ja? Und ich könnte jetzt natürlich noch viel weiter ausholen, ne? Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen von diesem Video. Ja? So, und jetzt fragen wir uns, wir wissen, dass dieses Kapitel des einen Virus jetzt aktuell eine andere Sonde ist, die gerade zu uns alle geschickt wird, die uns im wahrsten Sinne des Wortes uns alle betrifft, außer vielleicht ein paar Leute, die im Dschungel wohnen und vielleicht sogar dort auch. Auf jeden Fall ist das nächste Konzept, was uns etwas zeigen sollte. Ja? Und du fragst dich jetzt, was sollte es uns zeigen? Jesus hat uns das Konzept der Liebe gezeigt. Blick dahin, heilt euch von diesem Zustand, indem ihr in die Liebe kommt. Das zweite ist Rassismus beziehungsweise Nationalsozialismus. Ablösung vom Rassismus und vom Nationalsozialismus. Ja? So, und jetzt stellen wir uns alle die Frage, was hat das jetzt mit diesem Virus auf sich? Was sollte uns das Ganze zeigen? Ja? Werde ich dir jetzt gleich nicht erzählen, weil wir werden vorher etwas anderes uns anschauen und danach kommen wir zum Punkt, warum. Vorher müssen wir ein anderes Konzept verstehen. Und zwar möchte ich jetzt überspringen, weil ich in ein anderes Konzept eintauchen werde. Und danach schauen wir uns das Thema an, weil dann wirst du es besser verstehen. Und zwar möchte ich dir eine Perspektive erzählen von einer Erfahrung, die ich gemacht habe, einer Gotteserfahrung, die ziemlich intensiv war und sehr, sehr lange ging. Der Erfahrungsbericht zu diesem
zu dieser Erfahrung dauerte über 6 Stunden. In der Meditation Academy nennt sich das Ganze God Chronicles, und da erzähle ich über das alles, was dort geschehen ist, wie ich in diesen Zustand kam und was dort passiert ist und was ich dort erlebt habe. Das würde den Rahmen von diesem Video mehr als sprengen. Es ist, wie gesagt, ein 6 Stunden Videobericht. Auf jeden Fall kam ich in einen Zustand rein, wo, sagen wir mal, dieses eine Bewusstsein, dieses göttliche Bewusstsein sich materialisiert hat und uns ein paar Sachen erzählt hat über das, was ist. Ja. Und da wurden auch Fragen gestellt in Bezug auf das Thema, was uns gerade alle betrifft. Ja. Also sprich, die Erde und dieses Virus-Ding. Ja. Und ich habe jetzt die Antworten zusammengefasst in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte, die uns als Antwort gegeben wurden von diesem göttlichen Bewusstsein. Und dieses göttliche Bewusstsein hatte so viel Einfluss, dass es durch uns alle reden konnte, dass es Dinge manifestieren konnte. Das ist unglaublich, was dort geschehen ist, diese Erfahrung. Das hat mein Weltbild auf den Kopf gestellt, und wie gesagt, der ganze Bericht ist in der Meditation Academy. Ja. Gut, also ich werde dir jetzt mal ein Konzept erzählen, damit du Verständnis bekommst für das, was gesagt wurde. Und zwar das Konzept von morphischen Feldern. Entwickelt wurden die morphischen Felder oder entdeckt von Dr. Rupert Sheldrake. Er ist Biologe, und er hat die morphischen Felder entdeckt. Also er hat entdeckt, dass wir alle uns in einem gewissen morphischen Feld befinden. Wer seine Arbeit verfolgt oder die Arbeit von Vadim Zeland, der die Bücher Transurfing gelesen hat, wird vieles verstehen auf Basis der Quantenphysik, was es damit auf sich hat. Und er hat die morphischen Felder entdeckt. Ja. Das bedeutet, wenn du in einen Raum gehst und in diesem Raum sind zwei Menschen, die haben gerade gestritten, dann wirst du, egal ob du spirituell bist oder nicht, fühlen, dass da etwas nicht passt, dass da in eine negative Schwingung ist, und das wird dich direkt betreffen. Ja. Und du wirst merken, hey, was ist los mit euch? Ja. Du bist dessen nicht mal bewusst, aber dieses Feld ist da und du spürst es, egal ob du dir bewusst bist oder nicht. Und wir alle spüren das, und jedes Tier spürt das Ganze. Ja. Das ist mal das eine. Das zu wissen, dass es existiert. Ja? Und jedes Ding und jedes Objekt hat ein gewisses Feld, ja? Und strahlt dieses Feld aus. Ja? Ich möchte jetzt gar nicht so viel in diese Theorie eintauchen. Da kannst du einfach mal ein bisschen googeln, ja? Oder auf YouTube schauen. Einmal, dass du wissen solltest, es gibt gewisse morphische Felder. Und Menschen strahlen auch diese Felder aus. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, zum Beispiel in einer Beziehung, dann hast du vielleicht gemerkt, dass dein Bewusstsein so wird wie zur Hälfte des anderen, und der andere wird zur Hälfte so wie du bist, ja, weil diese Felder sich vermischen und ein Wir-Bewusstsein entwickelt sich daraus, und wir werden nicht nur ich, sondern wir werden auch das Wir, was sich aus dem Gesamten des Seins von beiden ergibt. Ja. Das heißt, jeder kriegt vom anderen einen Schatz und wird zur Hälfte so wie der andere ist, um etwas zu integrieren. Ja. Also nicht nur um etwas zu integrieren. So, das ist mal das eine. Ja. Gut, das ist die Basis für das, was er jetzt gleich erzählt hat. Ja. Er meint, als erstes, wir haben ja gemerkt, dass dieses Thema ja vor allem am Anfang sehr stark auf die ältere Gesellschaft ging. Ja. Und wenn wir uns beschäftigen mit dem Gehirn und mit der Gehirnforschung, kommen wir schnell drauf, dass die Menschen, die älter sind, mehr Angst haben als die Menschen, die heute jünger sind. Und das hat folgenden Grund, weil früher in der Gesellschaft war es so, dass wenn etwas passiert, dass die Menschen damals in den Neuronverbindungen nicht so viele Veränderungen mitmachen mussten. Das heißt, die Oma-Opa-Generation war so, dass es nicht viele Veränderungen war. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Radio, dann kam der Fernseher, und dann kam das Internet, ja. Und dann haben, ja, manche leben noch, aber sie sind schon älter, ne? Das heißt, sie haben nicht so viele Veränderungen in ihrem Wesen erlebt, weswegen es dazu geführt hat, dass sie viel Angst vor Veränderungen hatten, ja. Ich kann mich nur erinnern, meine Oma hat erzählt, dass sie sich ein Radio gekauft hat, haben ihre Nachbarn zu ihr gesagt, sie hat Satan in ihr Haus eingeladen, weil sie hatten eine Box zu Hause, aus der spricht jemand, ja. Und da sieht man halt, wie die Menschen damals schon verurteilt haben, nur weil du dir ein Radio gekauft hast. Ja? Oder als zum ersten Mal ein Supermarkt die Einkaufsläden vor die Tür gestellt, damit die Leute sozusagen nicht alles in den Händen tragen müssen, zur Kasse gehen. Die haben einen Einkaufswagen hingestellt,
sind die Leute trotzdem, weil sie sowas wie Einkaufswagen nicht kannten und wussten, ohne den Einkaufswagen in das Geschäft reingegangen. Und die Menschen, die einen Einkaufswagen genommen haben, haben die verurteilt. Warum trägst du das Ding in der Hand? Bist du blöd oder was ist mit dir los? Ja? Und dann haben die Supermarktgeschäfte Mitarbeiter angestellt, die mit den Einkaufswegen rumgefahren sind, damit die Leute anfangen, den Einkaufswagen in die Hand zu nehmen. Ja? Da siehst du, dass diese Gesellschaft sich erst in einer Entwicklung ist. Ja? Auch wenn das für dich jetzt komplett normal ist, einen Einkaufswagen zu nehmen, wenn du ins Geschäft gehst, es ist gar nicht so lange her, da war das noch gar nicht normal. Ja? Da haben andere dich verurteilt, wenn du einen Einkaufswagen in die Hand genommen hast. Ja? Und diese Gesellschaft, die älter ist, hat durch die wenigen Veränderungen im Gehirn Neuronverbindungen geschaffen, die eine Autobahn gleichen. Das heißt, es gibt dadurch, dass es damals kein Internet war, kein Radio, kein Fernsehen und kein Wissen, haben sie ihr Wissen so aufgebaut, dass es halt Einbahnstraße war. Ne? Und dass wenig Platz für neue Perspektiven und für Veränderungen war. Und wir wissen aus der Gehirnforschung, wenn Menschen ab 35 tun sie sich schon schwer, ihr Wissen zu verändern. Ja? Sie tun sich schwer, neue Meinungen zu akzeptieren, weil im Gehirn die Neuronbahnen so stark verhaftet sind. Ja? Man sieht es auch schön in den USA, in den älteren Gebieten, die nicht an den West- und Ostküsten sind, die Inland sind. Menschen, die sehr, sehr krass an irgendwelchen Prinzipien festhalten und nur noch auf ihren Tod warten und so weiter. Also ziemlich crazy Zustände, die es gerade gibt oder die es gab damals. In jedem Fall ist diese ältere Gesellschaft sehr stark von Angst behaftet. Man könnte Folgendes sagen, wenn man damals einen Job genommen hat, dann war das so, ja, ich werde hier anfangen zu arbeiten bis zur Pension. Ja? Zum Beispiel damals bei der Post oder bei der Bahn. Die heutige Gesellschaft ist so, wenn ich heute einen Job habe, egal wo, dann könnte morgen schon mein letzter Arbeitstag sein. Ja? Man könnte auch ein anderes Konzept nehmen, und zwar das Konzept, dass früher die Eltern viele Kinder hatten und heute die Kinder viele Eltern haben. Ja? Durch die Scheidungsszenarien und Co. Ne? Also wir sind in einem konstanten Wandel der kompletten Gesellschaft. Aber wenn wir uns die Perspektive betrachten, was verändert sich, dann aus einer Vogelperspektive die ganze globale Geschehnisse betrachten, dann sehen wir eine Sache. Ja? Wir sehen, dass die Gesellschaft, wie sie damals war, sich verändert. Damals war die Gesellschaft aus auf Sicherheit und auf Stabilität und auf wenig Veränderung. Und heute, wenn du heute geboren wirst, verändert sich jeden Tag so viel, dass deine einzige Sicherheit, die du hast, das ist, dass du weißt, dass du keine Sicherheit hast. Also die konstante Unsicherheit, vor allem in der heutigen Zeit, ist deine einzige Sicherheit. Und das ist so eine kleine Brücke zum aktuellen Weltgeschehen. Das heißt, das Thema, was uns alle gerade betrifft, lehrt uns nicht nur viele andere Dinge, zu denen wir gleich kommen werden, sondern es lehrt uns, dass wir lernen müssen, mit einer konstanten Unsicherheit und einer Instabilität des Systems, ja, zu leben. Ja? Ganz wichtig. Denn die Sicherheit und die Stabilität ist natürlich wichtig für uns, keine Frage. Aber wenn wir uns festfahren auf ein Konzept, auf ein Glaubenskonzept, auf ein Weltbildkonzept und was auch immer für ein Konzept, dann wird uns dieses Mindset, wenn es festgefahren ist, nicht die Möglichkeit geben, in höhere Bewusstseinszustände, in höhere Liebe, in eine weiterentwickelte Gesellschaft zu gelangen. Ja? Das heißt, wir lernen alle gerade auf einer höheren Perspektive, die uns vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, das Konzept der Unsicherheit und mit einer Unsicherheit zu leben und uns anzupassen. Wenn wir eine Sache lernen, dann lernen wir jetzt aktuell, uns anzupassen. Ja? Und mit einer neuen Situation umzugehen, die sehr tief dich betrifft, dein Einkommen, deine Familie. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ja, aber so und so und so und so, dann haben wir schon das nächste Problem. Das ist das Konzept von den Menschen, die damals in der Pferdezeit, als die Satteln gemacht haben, also die Lederproduzenten, die Satteln produziert haben. Und dann kam die Autoindustrie und hat sozusagen den Leuten das Auto geschenkt, und dann gab es die Lederproduzenten, die Satteln gemacht haben, die angefangen haben, alles zu verurteilen und zu jammern, die
die Industrie, die Autos, die haben mein Leben zerstört, die hat mein Einkommen vernichtet, die macht mich kaputt und ich kann keine Sitze mehr bauen, keine Menschen reiten mehr mit den Pferden. Die Klugen haben ihre Fähigkeit genommen und haben Ledersitze gebaut für die Autoindustrie und wurden damit frei und haben sich ihre finanzielle Krise gerettet. Und die Jammerer und die verurteilen und sich als Opfer der Gesellschaft sehen, als das Ei, was gerade geschlachtet wird und zum Essen verfüttert wird, und die Opfer der Gesellschaft, die haben es nicht überlebt. Und das nennt man Evolution, das nennt man Sondierungsprozess. Die gelernt haben, sich anzupassen an die neuen Gegebenheiten, die haben sich entwickelt. Die dürfen in der natürlichen, das ist Biologie, erste Klasse, in der Evolution, dürfen weiter mitspielen. Und die sich nicht anpassen können, die werden schön brav vom System aussortiert. Ja? Und deswegen werden viele Menschen gehen, die nicht bereit sind, mit der Situation umzugehen, die damit nicht klarkommen. Ja? Das heißt, man muss bereit sein, jetzt mal etwas zu tun. Und das Einzige, was zu tun ist, dich verändern. Deine Betrachtungsweise, deine Perspektive, deine Position zu verändern, dein Weltbild zu verändern, dein Glaubenssystem zu verändern, dein Mindset-Shift zu machen in eine höhere Frequenz. Wir werden gleich dazu kommen, warum und wieso und weshalb. Also, das ist mal das Konzept. Ja? Und wir haben noch nicht angefangen, über das Thema zu reden, warum, wieso, weshalb. Ja? Das ist mal das Konzept, was gerade passiert. Ich bin nicht ziemlich ausgeschweift. Ja, ich habe ja gesagt, das Video wird länger dauern, aber ich hoffe, es wird spannend und wir werden gleich in das Thema einsteigen. Und wenn du noch wüsstest, wir sind jetzt auf Seite 3 von 7, was dich jetzt noch erwartet. Boah, ich bin wirklich gespannt, was du mir in den Kommentaren später am Schluss schreibst, was du über dieses Video sagst. Ja? Er hat gemeint, durch diese Trennung der älteren Generation und die Trennung der jungen Generation werden sich diese Felder, die vermischen, wie in einer Beziehung sich voneinander lösen. Die Jüngeren werden sich jetzt wieder zu sich selber finden und ich kann das bestätigen, ich kriege sehr viele Menschen, die jetzt anfangen, durch die Situation, durch die Lockdowns und Co., sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich mit den Hobbys zu beschäftigen, die ihren Job verloren haben, die deswegen jetzt anfangen, sich zu fragen, okay, was soll ich jetzt tun? Und ich habe jetzt Zeit. Sie fangen an, sich mit ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen, mit Bewusstseinserweiterung, mit Spiritualität, mit Meditation. Auch wenn sie nicht meditieren, sitzen sie zu Hause und sind mit sich selbst konfrontiert. Das ist zumindest auch eine Form von Meditation und Bewusstseinswerdung, auch wenn du an die Wand glotzt und nichts zu tun hast. Ja. Du wirst dir dessen bewusst, wenn du nicht mit anderen Feldern bist und herumjammerst, ja, und mit jedem herumsuderst, warum der so und der so, diese ganze Tratschgesellschaft und Verurteilungsgesellschaft, die trennt sich jetzt mal ein bisschen. Das heißt, die Jungen kommen wieder zu sich, die Älteren kommen auch zu sich. Egal, ob manche versinken in ihre eigene Angst, die zeigt einfach nur, wo du gerade stehst. Also im Grunde ist dieses ganze Thema ein Spiegel und deine Reaktion auf das komplette Ereignis zeigt dir, wo du gerade stehst und wie du mit der Situation umgehst. Ja? Was bei rauskommt, spielt gar keine Rolle. Du wirst dir dessen sowieso später bewusst werden. Weil am Schluss werden wir alle einen Spiegel vor die Nase, Gesicht bekommen haben und dieses Video könnte einer dieser Spiegel sein für dich. Wird dir einfach zeigen, was gerade aktuell Sache ist. Ja? Es wird dir zeigen, wo du gerade stehst, auf Basis deiner eigenen Denken und deiner Reaktionen. Und wir werden gleich auf die ganzen Persönlichkeitsaspekte kommen, wie jeder mit der Situation umgeht, wird dir zeigen, in welchem Profil du dich befindest. Deswegen auch das Kommentar vorhin. Also, falls du es noch nicht gemacht hast, mach jetzt nochmal das Kommentar, stopp das Video, mach deinen Kommentar, denn du musst herausfinden, in welchem Profil du bist, damit du dich über dieses Profil hinaus entwickeln kannst. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also stopp das Video, wenn du es noch nicht gemacht hast. Mach deinen Kommentar, setz dein Like oder Dislike und dann werden wir später zu dem Thema kommen und dann wirst du sehen, in welchem Profil du bist und wie du aus diesem Profil kommst. Und niemand wird dich verurteilen, glaub mir. In diesem Video werden die Leute, auch wenn sie das lesen, was du geschrieben hast, niemand wird dich verurteilen. Sie werden dich lieben, wie du dich davon befreist, und du wirst dir danach noch einen Kommentar setzen, was deine Erkenntnis ist. Freu dich drauf. Ja? Und das ist eine Art Selbstheilungs- und Selbstexperiment und Selbsttherapie-Video, wenn du es auch so sehen möchtest. Ja? Gut, spannend. Also,
im Laufe der Tausenden von Jahren haben die Menschen sich durch die Connection zwischen jungen und alten Generationen, konnte sich die junge Generation sich nicht entwickeln, weil die alte Generation sie dominiert hat, bis sie 35 Jahre alt geworden sind. Ab da sind auch da die Neuronverbindungen so stark im Gehirn geworden wie die Autobahn, und ab da wurden die jüngeren Gesellschaften auch nicht mehr bereit für neue Meinungen, nicht mehr bereit für neue Konzepte. Weswegen auch sie dann so wurden und die Politik und Co. dominiert das System, weil sie ja so draus geworden sind. Das heißt, wir können das gar nicht die Schuld auf die ältere Generation schieben, denn sie konnten schlicht und einfach nichts dafür. Es war einfach eine andere Gesellschaft, es war eine andere Zeit. Diese Menschen haben genauso ihre Dramen und Traumen erlebt, von ihrer Erziehung, von Krieg und von was auch immer. Das heißt, sie können überhaupt nichts dafür. Sie sind das Resultat von dem, was war, was sich auf der Erde abgespielt hat. Ja? Und wir sind alle jetzt das Resultat von dem, was sich jetzt abspielt. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wie gehen wir damit um? Denn das ist der Schlüssel. Ja? Und in diesem Video werden wir sehr viel auf das Thema zu sprechen kommen, wie gehen wir damit um. Ja? So. Puh. Also, das heißt, er hat uns erzählt, dass diese Lockdowns und diese Trennung der Älteren und der Jüngeren hilft uns mal von diesem morphischen Feld der anderen Generation zu trennen, damit wir wieder zu uns finden, damit die zu sich finden und damit jeder mal bei sich bleibt, bei sich ankommt. Ja, das ist mal der erste große Licht ins Dunkle, ja, was das eigentlich bringt. Was er uns noch erzählt hat, er hat gesagt, alles, was du siehst, alle Menschen und jeden Menschen und jede Wand, jedes Objekt ist Materie. Ja? Zumindest für dich, ja. Für ihn ist das alles sein Körper. Es gibt ein Bewusstsein, alles sind seine Gedanken. Und wenn du, alles was du siehst, sind sozusagen die Gedanken Gottes oder von diesem einen Bewusstsein, von was, wie auch immer du das nennen möchtest. Quelle, Bewusstsein, das alles was ist, wie auch immer. Also alles was materiell ist oder immateriell ist, dieses eine, der Körper von diesem einen Bewusstsein, und es denkt gerade mit sich selbst über sich selbst, weil es ist alles aus demselben Stoff gemacht. Das müssen wir uns bewusst werden lassen. Ja. Dann hat er gesagt, ja, alles sind Gottes Gedanken. Wenn du dich in deinen Gedanken verirrst, warum darf er das nicht? Und wir kennen das alle, wir haben uns alle mal in unseren Gedanken verlaufen, aus einer Maus einen Elefanten gemacht. Und irgendwann haben wir uns entsinnt und so, boah, wir denken schon seit längerer Zeit über gewisse Sachen nach. Und dann, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, ja. Und dann stoppen wir die Gedanken und dann besinnen wir uns. Aber weil wir wissen ja, Gedanke erzeugt Emotion, Emotion erzeugt langfristig gesehen Bewusstseinszustand. Und genauso erschaffen unsere Handlungen der Menschen, die Gedanken, die Emotionen, die Zustände. Das Ganze global wirkt sich auf alle aus, erschafft den Zustand des Kollektivs, das zugleich der Zustand der Erde ist, und die ist der Zustand unserer Galaxie, und die Galaxie ist der Zustand eines größeren Systems, und so ist alles nur ein Konstrukt im Konstrukt des Konstruktes, und alles basiert auf Zustand, Bewusstseinszustand, auf Basis von Ereignissen. Es ist eine komplette Kettenreaktion, die durch einen Funken ausgelöst wurde, wie ein Wasser, und auf einmal hat das Wasser angefangen zu kochen und dann platzt alles. Ja? Und es ist ein Zustand, der simultan kocht. Das heißt, wir können das ganze Universum und Gott als ein Wasser sehen, welches gerade kocht, wenn du es willst, ja, wenn du dieses Konzept verstehen willst, aus einer höheren Perspektive. Ja. Nächstes Konzept, was hat er noch gesagt? Er hat gesagt, es hat sich in seine Gedanken verlaufen. So wie wir Menschen das auch oft tun. Ja? Da wir alle den freien Willen haben, haben die Gedanken selber auch den freien Willen und können das denken, was er denkt. Ne? Also wenn wir die Gedanken von Gott sind, haben wir die Möglichkeit, weil alles ist im Mikrokosmos wie im Makrokosmos. Also wenn wir, boah, das ist so crazy, wenn wir denken können und unsere Gedanken sich verselbstständigen, dann sind wir die Gedanken von diesem höheren Konzept, und wir verselbstständigen uns durch den freien Willen auch, weil alles erschafft Bewusstsein. Crazy. Darum achte auf deine Gedanken. Ja? Also, er ist sich dessen jedoch bewusst geworden und möchte sich nun stabilisieren. Also er hat erkannt, dass seine Gedanken ihm in die falsche Richtung gehen, seit vielen Tausenden von Jahren. Immer Krieg, Zerstörung, Krieg, Zerstörung.
Und irgendwas stimmt hier nicht. Ich erkenne warum und ich möchte das reparieren. Ja. Drum Jesus, drum Hitler und jetzt dieses eine Ding, was uns alle betrifft, namens COVVID. So, er hat geschrieben, darum dieses Ding, und es ist ein Mittel zum Zweck, was dient seiner Stabilisierung. So, und dann hat er noch was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, es ist nur eine Story, die erzählt wird, eine Geschichte der unendlichen Geschichten, die erzählt wurden und werden. Krasser Satz. Nächster Punkt. Wenn wir Menschen reden, dann denkt Gott. Wir führen seine Gedanken aus. Das ist auch der Grund, warum wir uns begrüßen mit Grüß Gott, weil du grüßt dich selbst und erinnerst dich, dass du Gott bist. Ja? Weil wir denken als Gott. Ja? Und reden als Gott. Voll crazy, wie Gott sich selbst Zeichen gibt, um sich zu erinnern, dass er Gott ist. Ja? Nächster Punkt. Ich könnte 6 Stunden über diese Erkenntnisse reden, die er uns erzählt hat. Das ist alles in der Meditation Academy in God Chronicles in den Kurs drin. Er meint, dass wenn wir in Quarantäne sind und den Mundschutz tragen, das ist für ihn eine Meditation, weil es wird still. Es beruhigt sich, die Waschmaschine hört auf, sich zu drehen. Und die Felder sich befreien und alles stabilisiert wird, alles wird beruhigt. Alles wird runtergefahren, die Schwingung, die hohe Schwingung der Gedanken, die in die falsche Richtung gehen, werden mal zur Klarheit gebracht, werden besinnt. Und man hat das beobachten können. Vor allem am Anfang, als das Thema hochgekommen ist bei allen, haben wir gesehen, als die Nachrichten ein Video gepostet haben, wo auch immer, auf YouTube oder wo auch immer, dann wurde das positiv bewertet. Egal, was jetzt die Nachrichten publizieren, es ist im Kollektiv negativ. Also die meisten Videos von den Mainstream-Nachrichten sind jetzt negativ bewertet. Das ist das Zeichen, dass ein Wandel stattgefunden hat. Also sprich, dass der Virus, der in uns ist, sich angefangen hat, durch die kompletten Lockdowns und so zu beheben und dass das Bild sich wandelt. Der Mainstream will es noch nicht wahrhaben, aber es ist sichtbar und es ist unaufhaltsam. Das muss dir mal bewusst werden. Ne? Also, wenn wir in einen Lockdown gehen, wenn wir uns beruhigen, wenn wir nicht viel Kontakt mit anderen Menschen haben, wenn wir zu uns selber finden, wenn wir den Mundschutz tragen, wenn wir nicht viel quatschen, wenn wir sozusagen dementsprechend nicht viel haben, worüber wir nachdenken können, also sprich auch weniger denken, führt das aus einer höheren Perspektive zu diesem höheren Bewusstsein, welches jetzt gerade meditiert. Das ist ja eine Analogie. Es meditiert, weil wir ruhig sind, weil wir ein bisschen in die Gosse getrieben wurden. Auch wenn es sich für uns schlecht anfühlt und wir uns unserer Freiheit beraubt fühlen, für das höhere Bewusstsein bedeutet das, durchatmen, jetzt wird es ruhig. Und das fühlt sich gut an. Und alle, die meditieren, wissen, das fühlt sich gut an. Ja. Denk mal drüber nach. Und ich weiß, das ist schon crazy, wart noch ab, was noch kommt. Ja. Ja, nächster Punkt, ja. Es ist in dieser schwierigen Zeit für uns alle, also dieses höhere Bewusstsein, ist in dieser schwierigen Zeit für uns alle da und arbeitet gerade sehr intensiv durch uns alle. In Klammer, auch wenn einige das jetzt noch nicht sehen oder verstehen. Ja? Das liegt an ihrem Glauben und daran, dass sie ihre Augen nicht offen haben. Ja? Das ist das eine. Und dass sie ihre Perspektive auf das Negative gerichtet haben. Ja? Nur so, dass du das weißt. Ja? Das hat er gesagt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was noch gesagt wurde. Alles dient dem einen, da es nur den einen gibt. Er würde sich selbst nie bewusst schädigen, denn alles ist sein Körper und sein Organismus. Außer er hat einen langfristigen Nutzen davon, dann ist es keine Schädigung mehr, sondern eine Entwicklung. Alles, was geschieht, ist in Entwicklung. Alles ist ein Prozess. Alles ist Anstieg der Intelligenz und des Bewusstseins. Alles ist Bewusstsein, welches konstant wächst. Und manchmal sind wir an einem Punkt im Leben, wo wir wie ein Baby geboren werden. Wir müssen durch eine Schale, durch eine Eierschale, wie so ein Tier, was durch ein Ei geboren wird, die Schale durchbrechen und das tut weh. Ja. Die Mutter muss Schmerz empfinden, damit das Baby rauskommt und dann kommt die Freude.
Und alles ist eine Analogie zu allem, du siehst in allem ein Fraktal und alles, was geschieht, ist dieses Konzept. Manchmal müssen wir durch den Schmerz gehen, um zu verstehen, was Liebe ist, was Freude ist. Manchmal müssen wir in den Krieg hinein, um zu verstehen, was Freiheit bedeutet. Manchmal müssen wir die Armut erleben, um Reichtum zu fühlen. Wenn wir das Konzept verstanden haben und die Polaritäten erlebt haben, sind sie später nicht mehr notwendig. Ja? Und jetzt gibt es sehr viele auf diesem Planeten, die diese Polaritäten im früheren Leben schon erlebt haben und sich deswegen so komisch fühlen, weil sie denken, muss das jetzt noch sein? Muss dieser Krieg, der innerliche, geführt werden? Ich habe das irgendwie schon hinter mir. Ja. Wenn du das fühlst, dann weißt du, du bist eine ältere Seele vermutlich, die das hinter sich gebracht hat. Aber der hat einen Grund, warum sie hier ist und das musst du verstehen. Und vielleicht kommen wir jetzt im Laufe des Videos noch zu diesem Grund. Okay, das war jetzt so mal die Erkenntnisse aus diesem Gottesbewusstsein, was er uns über die Situation, das war so eine Perspektive aus diesem höheren Bewusstsein. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist so die Essenz aus dem Ganzen. Ja. Vielleicht mehr dazu in God Chronicles in der Meditation Academy. Nächstes Konzept ist das Konzept der Pendel. Wer die Bücher von Wladimir Seeland, Transurfing, gelesen hat, der wird Pendeleffekte, Nivellierungseffekte und so weiter verstehen. Das ist jetzt die Basis. Ich werde das jetzt nicht großartig jetzt erläutern. Ich werde nur erzählen, was es ganz grob mit diesen Konzepten auf sich hat, denn sie dienen uns als Fundament für das Konzept, für das nächste Konzept, das ich dir gleich vorstellen werde. Was bedeutet Pendel? Ja? Etwas pendelt hin und her. Ein bisschen Humor muss sein. Wir haben Bewegung. Wir haben zwei Polaritäten. Ja? Auf der einen Seite haben wir Bewegung X, Bewegung Y. Ja? Wir könnten jetzt sagen, es gibt hier jetzt Microsoft und auf der anderen Seite gibt es Apple. Auf der einen Seite gibt es Gut, auf der anderen Seite gibt es Böse. Auf der einen Seite gibt es Licht, auf der anderen Seite gibt es Dunkelheit. Auf der einen Seite gibt es Armut, auf der anderen Seite gibt es Reichtum. Auf der anderen Seite gibt es Sättigungsgefühl, auf der anderen Seite gibt es Hunger. Ja? Kalt und warm, also die Dualität ist da und sie spielt mit uns. Ja? Wir spielen, wie wir mit ihr spielen, so wie die Zeit auch da ist, ja? Und wie wir durch die Zeit fließen. Ja? Also wir haben auch, können auch sagen, es gibt hier Licht und es gibt hier Dunkelheit. Ja? Und dieses Thema, was uns alle gerade betrifft, dieser eine Virus, ist auch etwas, was ein Pol erschaffen hat, was vorher nicht da war. Ne? Eigentlich schon, es hat früher nur geheißen BSE, Vogelgrippe, Schweinegrippe und Co. Es waren halt Konzepte, die versucht haben hochzufahren, die aber nicht hochgefahren wurden und dieses Ding hat es geschafft, sozusagen durch die Eierschale zu brechen, um gesehen zu werden, weil etwas geheilt werden muss. Ja. Man muss das immer aus einer höheren Perspektive sehen. Und dieses Thema hat zwei Gruppen erschaffen. Die einen, wir können verschiedene Perspektiven. Wir können jetzt sagen, eine Gruppe sind jetzt die Impfgegner und die andere Subgruppe sind die Impfbefürworter. Ja? Und ja, das sind jetzt zwei Pendel. Und der eine kämpft jetzt gegen das andere, der andere kämpft gegen das eine. Sozusagen sind wir auf die Bühne gekommen, egal von welcher dieser zwei Gruppen wir sind, und wir spielen dann ein Spiel. Und fühlen uns wie Gladiator auf der Bühne. Und vor uns ist der Stier und wir kämpfen gegen dieses Stier. Ja? Egal wer von diesen, beide sind im Grunde die Stiere und beide sind die Opfer. Ja? Aber wir sind auf der Bühne und wir sind jetzt sozusagen in diesem Gladiatorenfeld und es gibt eine dritte Gruppe, die beobachten uns gerade. Ja? Wir werden gleich auf das Konzept eintauchen. Ja? Also, es ist das Spiel der Dualität. Das wahre Problem ist das menschliche Bewerten und Verurteilen der Dinge und nicht der Virus selbst. Ja? Das heißt, wir sind auf der Bühne, weil wir bewertet haben. Egal ob für oder dagegen. Und das passiert. Ja? Das ist mal das eine. Ja? Und du fragst dich jetzt, Marco, warum sagst du das? Ich dachte, du bist gegen die Impfpflicht. Ich werde dir vielleicht am Ende des Videos sagen, wofür ich wirklich bin. Ich werde zu meiner eigenen Meinung kommen, aber lass dich überraschen, ja, was jetzt kommt. Ja. Also, sieht man im Bösen das Gute, so kann es dich heilen, beziehungsweise so kannst du das Böse in dir heilen. Ja. In Klammer, es wäre sonst nicht da. Ich wiederhole diesen Satz, es ist wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen, was es mit diesem Satz auf sich hat. Sieht man im Bösen das Gute,
So kann es dich heilen, so kannst du dich selbst heilen. Ja? Beziehungsweise so heilst du das Böse in dir, denn das Böse im Außen ist die Manifestation des Bösen in dir. Ja? Es wäre nicht da, wenn es nicht in dir wäre. Es wäre nicht da, wenn es nicht in uns allen wäre. Und wir spielen dieses Spiel, um das Böse sichtbar zu machen, was in uns allen steckt. Ja? Und da muss jeder einen Spiegel vor sich selbst halten und sagen, ja, ich war nicht immer gut. Ja? Und wir haben jetzt alle das, was in uns steckt, sichtbar gemacht durch die böse Macht, die uns etwas Schlimmes antun will, durch das, was in uns steckt, was wir oft vielleicht anderen angetan haben. Wenn wir anfangen, den Spiegel vor unser eigenes Gesicht zu halten und mal hinzuschauen, dass wir vielleicht doch nicht die guten Engel sind, für die wir uns immer gehalten haben. Was jetzt nicht so schlimm ist. Ja, das Schlimme, was ist, wenn du nicht hinschauen willst. Wenn du nicht bereit bist, dich anzunehmen und du nicht bereit bist, hinzuschauen. Ja? Das ist mal das eine. So wie die vielen Menschen, die Hitler verurteilt haben, gesagt haben, ja, der Virus oder diese Person ist der Grund allen Übels. Ich bin es natürlich nicht. Ja? Das ist eines der Dinge, die ich bei diesem Video bezwecken möchte, ist, dass du anfängst hinzuschauen. In deine eigenen Schattenseiten, dass du anfangen kannst hinzuschauen auf deine eigenen negativen Seiten und Aspekte, auf deine Wutanfälle, auf dein Unverständnis, auf deine Probleme, auf deine Bewertungen und noch so viele Dinge, die ich in diesem Video auch gleich ansprechen werde. Es gibt sicher einige, die schließen jetzt schon das Video, weil sie Angst haben, weil das Ego, die Programme, ja, das nicht wahrhaben will, dass ihm was nicht passt. Ja. Aber wir werden nachher darauf zu sprechen kommen. Es ist lustig, ja. Also, es gibt ein kosmisches Naturgesetz. Und das kosmische Naturgesetz lautet, alles muss immer in das Gleichgewicht gebracht werden. Nach jedem Krieg muss es einen Frieden geben. Und ich erkläre mal, was Erleuchtung bedeutet, für diejenigen, die nicht wissen, was Erleuchtung ist. Die Dualität transzendieren. Und aus meiner Sicht ist dieses Virus und diese aktuelle globale Situation der beste Weg aus der Dualität zu kommen. Warum? Wenn du siehst, was ist dieses ganze System, das ganze Ding, was uns jetzt gerade alle betrifft, eine Tür in ein erweitertes Bewusstsein, in ein Bewusstsein der Liebe, der bedingungslosen Liebe. Und das liegt jetzt an dir, dich von den Fesseln deiner Vergangenheit zu befreien und loszulassen. Dich von der Negativität und von den negativen Bewertungen, die du gibst, anderen Menschen gegenüber, Politikern gegenüber, der Regierung gegenüber, den Impfbefürwortern oder den Impfgegnern gegenüber, loszulassen. Das führt dich zu einem Punkt, wo du dich vielleicht befreien kannst aus diesem dualistischen Denken und von der Negativität. Das ist mal das eine. Das ist mal so die Einleitung für die nächste Perspektive, die wir uns anschauen, und zwar die Perspektive der Astralreisen, die ich gemacht habe und in andere Welten gegangen bin und in andere Bewusstseinszustände und dort gefragt habe, können Sie mir das ganze Thema ein bisschen aufzeigen, damit ich was für ein Video habe. Ja. Und ich habe einige Erfahrungen gemacht und ich möchte jetzt hier ein paar Punkte ansprechen. Genau gesagt, ich sage euch gleich, wie viele Punkte das sind. Es sind 7 Punkte und wir werden dann zu den Eingeweihten kommen. Ja. Wir werden uns 7 Punkte anschauen, die mir gezeigt wurden, die das Ganze aus einer neuen Perspektive betrachten. Also du kennst jetzt die globale Perspektive, wo Jesus, Hitler, du kennst ein paar Inputs von mir, du kennst jetzt die Gottesperspektive, so das höhere Selbst, was es über sich selbst denkt, okay, was passiert da gerade? Und jetzt schauen wir uns mal die Perspektive an von den Astralebenen, von den Lichtwelten und von den ganzen anderen Themen. Und vielleicht auch die Perspektive von ein paar Menschen, die ein paar Sachen verstanden haben, die sehen, was ist.
Schritt 1. Ja? Also, was zeigt uns das ganze Thema? Ja, ich könnte jetzt über die ganzen Erfahrungen reden, die ich dort gemacht habe, das würde den Rahmen des Videos sprengen übrigens. Ja. Ich werde nur die Essenzen erzählen. Ja. Das Video sprengt eh schon den Rahmen von dem Konzept grundsätzlich. Ja. Also, erster Punkt ist, es zeigt den Menschen, dass sie Todesangst haben. Also, das gesamte Thema, was jetzt gerade geschieht und die Reaktion der Menschen zeigt, dass sie gerade Angst empfinden, vor allem Todesangst. Und ich habe jetzt immer dazu geschrieben, was ist die Heilung? Die Todesangst wird gerade global transzendiert. Und ich finde das cool. In meiner Branche der Bewusstseinserweiterung ist es das Schönste überhaupt, wenn Menschen ihre Ängste loslassen und vor allem die Todesangst. Weil die Todesangst ist so wie, es gibt zwei Ängste, wovon die Menschen am meisten Angst haben. Das ist wie so ein Baum. Der Baum wächst und der Baum hat andere Äste und die Äste entwickeln Blätter und die Blätter entwickeln Früchte, Äpfel zum Beispiel. Ne? Und die Todesangst ist sozusagen die Wurzel, ja, die dann in den großen Stamm geht. Und die nächstgrößere Angst ist das Sprechen vor anderen Menschen. Verrückt, oder? Und daraus ergeben sich dann viele andere Ängste und daraus ergeben sich viele Blätter und komisches, irrationales Verhalten. Daraus ergeben sich viele Menschen, die Straftaten begehen. Und daraus begeben sich furchtbares Verhalten. Das heißt, uns wird global das größte Thema, was uns alle gerade betrifft, als Spiegel vor die Nase geknallt. Und zwar, wir haben alle Todesangst. Und wir haben viele andere Ängste auch noch. Und die werden jetzt schön brav alle sichtbar gemacht. Und deine Reaktion auf die Ereignisse und auf das Ereignis selbst zeigt dir selbst, wie viel Angst noch in dir steckt und wie sehr du da hinschauen darfst und warum du da hinschauen darfst. Ja. Als Verständnis. Ja. Puh. Also, die Todesangst wird gerade global transzendiert, wurde mir gesagt. Zweiter Punkt ist, es zeigt den Menschen, dass sie sich noch spalten lassen. Also die Sache mit Hitler hat schon den Rassismus ein bisschen repariert, aber immer noch nicht so gut, dass die Menschen sich nicht zusammentun und zusammenhalten, sondern sich spalten lassen. Natürlich tun sich jetzt manche zusammen. Man sieht es auch schön, die Regierungen arbeiten auf einmal alle zusammen. Das ist nicht schön. Früher war das undenkbar, dass die Regierungen alle auf dem Planeten zusammenarbeiten. Aber wenn die Regierungen sich jetzt so gut zusammentun können, warum tun wir Menschen das nicht? Wir spalten uns selbst. Das ist nicht verrückt, oder? Also diese dunklen Wesen, die die ganze Kontrolle des Planeten haben, die wir als so böse sehen, die haben eine Sache verstanden. Sie kontrollieren die bösen Politiker und schweißen sie zusammen und alle arbeiten auf einmal zusammen. Das ist nicht cool irgendwie? Das heißt, die haben das Zusammenhalten schon verstanden. Und wir Menschen, die so Bewussten, fangen an, die anderen Menschen, die sich impfen lassen, auf einmal etwas Böses zu sehen und sich spalten zu lassen. Ja? Und ich möchte jetzt was vorlesen, was in Wikipedia steht. Einst bestimmte, in Klammer das römische Volk, über alles die Herrschaft, die Ämter und die Legionen. Doch nun wünscht sich das Volk, um zufrieden zu sein, nur noch zwei Dinge: Brot und Spiele. Lass sie, gib ihnen Brot, in dem Fall ein Virus, und spielt miteinander. Spielst du mit? Bist du Opfer? Ja. Eigentlich bist du kein Opfer, du bist einfach nur auf der Bühne und spielst mit. Mehr passiert nicht. Ja. Wow. So, also, es zeigt uns, dass wir uns spalten lassen. Und ist das nicht verrückt? Und auch diejenigen, die glauben, ich bin spirituell und ich bin so bewusst, sind genau die sich impfen lassen, sagen, du bist so und du verurteile dich und ich will mit dir nichts zu tun haben. So bewusst kann man ja eigentlich sein, ja. Kann man schon mal hinschauen. Ja. Das ist mal eine Sache, die noch gezeigt wird. Also Todesangst und die Spaltung.
die von dir selbst ausgeht. Ja? Und auch die sagen, ich bin voll im Mainstream, ich glaube nicht an den ganzen Scheiß, Hauptsache, ich möchte mich geheilt werden von dem Ding. Auch die sehen die Spaltung. Ja? Und dann zeigt es, wie sehr wir uns von den Pendeln mitreißen lassen, entweder von dem einen Pendel oder von dem anderen Pendel. Sprich, deine Seele, dein Bewusstsein, dein Geist sich von diesem kollektiven Pendel, du verkaufst es an dieses Pendel. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit wird damit Heilung der Unbewusstheit gemacht. Es zeigt dir einfach, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann später, ja? Vielleicht nach dem Tod, wenn du das alles in deiner Rückschau deines Lebens betrachten darfst, was Sache war, heilt es dich spätestens dann. Ja? Also es heilt dich von deiner Unbewusstheit. Ja? Und aus diesen 3 Sachen ergeben sich jetzt 4 Gruppierungen. Und jetzt wird es spannend, wenn du Kommentar gemacht hast. Bin ich gespannt, welche dieser 4 Gruppierungen jetzt du zugehörig bist. Ja? Du auch vielleicht. Ja? Falls du jetzt immer noch nicht bewertet hast, dann bin ich jetzt echt gespannt, wie du jetzt kommentierst. Mach's jetzt noch. Es wird dein Gehirn verändern, wenn du das jetzt tust. Ja? Also, es entstehen gerade mehrere Gruppen. Ja? Die erste Gruppe, das ist die, die Angst haben vor dem Virus. Sie lassen sich impfen aufgrund der Angst vor dem Virus, aufgrund einer unbewussten oder bewussten Todesangst. Ihre Ausrede ist oft aus Solidarität den anderen gegenüber, aber in Wirklichkeit denken die meisten nur an ihren eigenen Popo, ja? Und nutzen das andere, um sie zu manipulieren, damit sie auch das tun, um für sich selbst eigentlich zu schützen, weil sie Todesangst haben. Ja? Das ist mal das eine. In Wirklichkeit wird diese Gruppe heilt sich gerade von ihrer Angst, weil ihre Angst, ihre Handlungen spiegeln das Verhalten der Angst. Zweite Gruppe, die sich aus demselben Grund, und zwar aus der Angst, sich nicht impfen lassen, aus Angst, dass da jetzt ein Gift reinkommt und dass ich damit unbewusster werde. Somit werden sie von derselben oder einer ähnlichen Angst beherrscht. Auch diese Gruppe wird also gerade von ihrer Angst geheilt, sofern sie hinschauen. Das sind meistens die Impfgegner. Aus meiner Sicht werden beide Gruppen von ihrer Angst gelenkt und handeln zum Großteil auf Basis eines dieser Pendel und lassen sich vom kollektiven Emotionen und Gedanken mitreißen. Du bekommst es gar nicht mit, wie wenn du in einer Religion beigetreten bist und auf einmal vertrittst eine ganz andere Meinung. Und du willst andere Meinungen gar nicht akzeptieren. Es ist dir gar nicht möglich, weil du auf einmal ein anderes Bewusstsein bist. Du siehst dich gar nicht mehr als eine Seele, als ein menschliches Bewusstsein. Du siehst dich als ein Befürworter eines Kollektivs, was eine Meinung vertreten muss. Krass, oder? Tue, was du willst. Ja. Ich lese weiter. Also, du bekommst es gar nicht mit. Wie wenn du einer Religion beigetreten bist du darin und bekommst dein Denken selber nicht mit, weil es gar nicht deine Gedanken sind. Das sind die Gedanken des Kollektivs, die durch dich denken. Beide haben Probleme mit anderen Menschen, also beide diese Gruppen, sie verurteilen Menschen, sie bewerten Menschen, manche abwerten sie sogar. Ja? Und manche machen das selber mit ihrem Partner, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden, haben keine Partner mehr, haben sich deswegen getrennt, haben sich von ihren Kindern verabschiedet, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, Freunde gibt es die Hälfte schon nicht mehr oder noch mehr oder gar keine mehr, weil sie auf einmal einer dieser 2 Gruppen angehörig sind. Das zeigt schon, was für ein Problem du selbst hast und wie sehr du andere verurteilst und ausschließt. Ich sage das einfach beinhart. Manchmal ist es gut, knallhart gewisse Sachen zu hören, um hinzuschauen, wenn du bereit bist, den Spiegel hinzuhalten. Also können wir sagen, beide Gruppen sind auf der Bühne und es gibt noch eine dritte Gruppe. Das sind die Zuschauer. Das sind
Menschen, die sich in der Mitte positioniert haben, glauben, sie sind nicht in diesem Spiel, sie haben keine Meinung, sie sagen, ich warte ab, ich vertrete keine Meinung, ich schaue nur zu, das Ganze interessiert mich gar nicht, ich will da nicht hinschauen, ich nehme mich gar nicht ernst, ich warte, bis es vorbei ist. Ich nenne das auch Opfer. In Gottesbewusstsein wurde gesagt, wir haben viel zu lang widrige Umstände angenommen und wurden dann überrannt. Bah. Das ist so wie, mach das immer und dann wirst du immer am selben Fleck stehen. Das sind eigentlich die wahren Schafe. Das sind die, die heute so eine Meinung haben, morgen so eine Meinung, denen eh alles wurscht ist. Die tun mir, glaube ich, am meisten leid. Jetzt bin ich mal gespannt, von welchen, wenn du deinen Kommentar liest, welche dieser 3 Gruppen gehörst du zu. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ich will dich gar nicht verurteilen. Oder was auch immer, ich möchte jetzt zu einer 4. Gruppe kommen. Das ist die Gruppe, das sind die Eingeweihten. Das sind diejenigen, die es verstanden haben und das sind diejenigen, die in das goldene Zeitalter kommen werden. Ja. Die vielleicht sogar mit einem Fuß schon im goldenen Zeitalter sind. Das sind die einen Schritt in Richtung Liebe, in Richtung Selbstreflexion gemacht haben und die ihre Augen aufgemacht haben und hinschauen, die nicht einfach alles annehmen, die nicht alles verurteilen und die nicht alles bewerten. Das sind die Eingeweihten. Und du fragst dich, was macht jetzt die Eingeweihten aus? Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte, die die Eingeweihten definiert. Was deren Denken ist. Und wir haben alle jetzt eine Macht in uns. Wir haben einen Schlüssel, der Schlüssel der freien Wahl. Wir haben diese Befähigung, durch die freie Wahl unsere Meinung zu ändern. Unser Denken zu verändern, unsere Gedanken zu verändern. Und ich lese dir jetzt einfach vor, was die Eingeweihten definiert und ausmacht. Und wenn du willst, kannst du von einer dieser 3 Gruppen, in denen du dich vielleicht vorher befunden hast, in die 4. Gruppe springen und vielleicht auch ein Eingeweihter werden, sofern du es willst, sofern du dieses Konzept überhaupt annehmen möchtest. Ja. Erstens, sie haben das Spiel auf der Bühne verstanden und erkennen sich selbst als der Beobachter des Beobachters. Also sie stehen über der 2. Gruppe und über der 3. Gruppe und sehen das Ganze irgendwie aus einer Vogelperspektive. Was definiert sie noch? Das sind die übrigens, die hinschauen. Das sind die, die sich nicht in eine Sache verlaufen, und zwar in die Sache der Verschwörungstheoretiker, in die Aluhutträger, in die Sache des Mainstreams. Es gibt nur mich, ja. Und es gibt nur mein Fleisch und mein Körper und ich muss mich schützen, ich habe Angst vor dem Tod. Ich will dich auch schützen, ja. Wir werden alle sterben oder auch nicht, ja. Wir müssen alle durchgeimpft werden. Da gibt es so viele Dinge. Ja. Jeder hat ein anderes Denken und das sind die durchschaut haben. 2. Punkt, ich lenke schon wieder ab. Sie sehen in keinen dieser 3 Gruppen einen Feind, sondern sich selbst. Wow. Sie sehen in keinen dieser 3 Gruppen einen Feind, sondern sich selbst. Was definiert sie noch? Sie richten den Finger nicht auf andere, denn sie wissen, dass 3 Finger auf sie zurückdeuten. Sie haben das schon verstanden, sehr bald verstanden. Sie haben verstanden, wenn ich andere bewerte und verurteile, verurteile ich mich selbst, bewerte ich mich selbst und erschaffe genau andere, die mich bewerten und die mich verurteilen. Denn das, was existiert, bin ich selbst, der sich selbst spiegelt. Und
in diesem Gottesbewusstsein wurde mir schön gezeigt, dass wir alle eine Sonne sind. Vor uns ist ein Spiegel, hinter uns ist ein Spiegel, links, rechts ist ein Spiegel, oben, unten ist ein Spiegel und wir blicken in der Realität immer auf uns selbst. Das, was in uns vorgeht, wird uns einfach nur vor die Nase gehalten und wird gezeigt, wie du mit der Außenwelt umgehst, so geht die Außenwelt mit dir um. Und falls du bis jetzt noch nicht gerafft hast, dass wenn du lieb zu anderen Menschen bist, dass Menschen anfangen werden, lieb dir gegenüber zu sein. Wenn du verstanden hast, dass du böse zu anderen Menschen bist, dann werden Menschen böse dir gegenüber sein. Sie werden dich einsperren, sie werden dich ins Gefängnis tun. Ja? Auch wenn es manchmal nicht so scheint oder doch so scheint. Wenn wir das verstanden haben, dann bist du schon mal einen Schritt weiter in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Was definiert sie noch? Sie haben durchschaut, dass die Spiele auf der Bühne die auf der Bühne sind, dass wenn sie diese Spiele beobachten und anfangen, sich verleiten zu lassen, die Spiele, die existieren, die da sind, das Ereignis, was gerade geschieht, die Pandemie, wenn sie anfangen, das zu bewerten, das zu verurteilen, beziehungsweise in das Konzept des Bösen zu glauben, dass sie es dann erleben werden. Und das nennt sich das Konzept von Immersion. Ja. Ich werde dir kurz erklären, was Immersion bedeutet. Immersion bedeutet, du wirst von all deinen Sinnen beeinflusst. Du siehst es, du fühlst es, du spürst es auf ganzer Ebene. Deine Lebensumstände werden knallhart sich verändern. Du bist vollkommen immersiert, wenn es dich so richtig trifft, wenn es dich so richtig betrifft. Und man könnte auch sagen, wenn dich das Thema so richtig jetzt in die Scheiße gezogen hat, ja, entschuldige für den Ausdruck, dann bist du und du zitterst vor Wut und Zorn und was auch immer, dann bist du vollkommen immersiert. Du bist voll drin, all deine Sinne und deine Gedanken werden getrieben von den äußeren Umständen. Je sehr du zitterst, je sehr bist du immersiert. Verstehe dieses Konzept. Das Konzept von Computerspiel, von Virtual Reality, wenn du eine Virtual Reality Brille aufsetzt, du hörst 3D-Sound, du siehst einfach mal eine 3D-Welt und je mehr Sinne angesprochen werden, desto eher glaubst du, dass das in Wirklichkeit geschieht und deine Sinne werden immersiert. Die physische Realität basiert auf Immersion. Darum haben wir die ganze Zeit Gedanken, die uns ablenken, eine Arbeit, die uns in ein Hamsterrad hält, dass wir was tun, eine Familie, die wir ernähren müssen, damit wir was tun, damit wir konstant immersiert werden und an das Konzept des menschlichen Bewusstseins glauben und uns deswegen auch als Mensch identifizieren können. Also die Realität basiert auf Immersion. Löst du dich von dieser Immersion, löst du dich von diesem Dualitätsdenken und vom menschlichen Konzept und damit kennst du ziemlich schnell, dass du mehr bist als ein Mensch. Ja, ein bisschen abgeschweift vom Thema. Also, die Eingeweihten, sie sehen die Politiker im Parlament oder auf der Regierungsbank nicht als unbewusste Sklaven der wahren, regierenden Superreichen, sondern als Menschen, die es einfach gerade nicht besser wissen und gerade auf einem Lernprozess sind. Immerhin haben wir sie gewählt. Ja. Sie schieben also nicht die Schuld auf sie, auch wenn es sie vielleicht die Schuld tragen. Aber wenn du das tust, dann tust du genau dasselbe wie die ganzen Nazis, die früher die Schuld auf den Hitler geschoben haben, ja, die aber selber voll mitgemacht haben mit den ganzen Sachen und schön brav dafür waren. Und wenn dann alles vorbei war und es sich entpuppt hat, dass das doch nicht so gut war, so sagen, ich war da nicht dabei, ich bin als Opfer. Ja. Aber wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann darfst du schon mal einen Spiegel vor die Nase knallen, ja, und schauen, zu welcher Gruppe du dich zählst. Und darum auch dein Kommentar. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Sie sehen die Pharmaindustrie nicht als eine böse Macht, die die Menschen das Geld ausbeutet, sondern sie wissen auch, dass sie Medikamente erschaffen haben, die dir helfen, wenn du einen Schlaganfall hast oder einen schweren Unfall hast und ins Krankenhaus mit schweren Verletzungen kommst und diese Medikamente und Operationen und was auch immer du dann bekommst, sehr wohl dir dienlich sind. Ja? Auch, und das müssen wir auch ehrlich zugeben, die Pharmaindustrie ziemlich Geld- und Machtgeil ist. Ja? Und auch sie lernen dabei etwas, und zwar, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, ja, so zu sein.
Also, es ist unbestreitbar, dass, und das wollen wir auch, ähm, dass es so ist, dass wir wollen sie aber nicht dafür verurteilen, die Industrie, ja, dass sie so sind, ja. Ist okay, ja, weil es war so, ne? Wir akzeptieren es mal. Der erste Weg zur Heilung ist mal, dass es mal akzeptieren, ne? Und vielleicht können wir uns einen Spiegel hinhalten und ganz tief in unserem Inneresten schauen, vielleicht sind wir auch selber geldgeil und machtgeil, ja? Und die Pharmaindustrie und die ganze Regierung spiegelt uns, Bevölkerung, unser eigenes Thema. Ja? Vielleicht wollen es wir nicht wahrhaben. Denn das ist nämlich das, was das Ego tut. Das Ego will es nicht wahrhaben. Das Ego glaubt, ich bin ein Engel, ich bin das Beste, was es gibt auf diesem Planeten. Ich bin die Krone der Schöpfung. Das ist das, was das Ego glaubt. Die Frage ist, wenn du das auch glaubst, bist du das? Nächster Punkt. Ja? Und ich will hier mit dem Thema jetzt nicht die Pharmaindustrie gut sprechen, von ihren Sünden. Gut. Sie wissen, wenn sie ihr Inneres verändern, verändern sie ihr Äußeres. Und somit die äußere Welt und somit die ganze Welt. Ja. Wir haben kompletten, totalen Einfluss. Die äußere Welt, habe ich schon gezählt, Sonne- und Spiegelkonzept. Wir sind ein Spiegel, unser Bewusstsein ist ein Spiegel im Quantenraum. Und unser Zustand, der im Inneren vorgeht, ist der Spiegel der Manifestation im Außen. Das heißt, wir können uns alle global uns in den Spiegel blicken und schauen, vielleicht tragen wir alle die Verantwortung für das komplette Szenario. Vielleicht übernehmen wir jetzt mal die Verantwortung dafür. Denn wir haben die Politiker gewählt, wir haben uns alle dominieren lassen, wir haben uns alle manipulieren lassen. Wenn jemand uns sagt, spring von der Brücke, sind wir gesprungen. Früher gab es Gesetze zu Hitlerzeiten, da hieß es, wenn jemand in dein Haus kommt, dann schieß ihn, du bist nicht schuld. Und wir haben damals Menschen erschossen, wir haben das getan, was die Politiker gesagt haben. Und wir sind leichtgläubig Opfer von anderen gewesen, die uns einfach gesagt haben, was wir zu tun haben, und wir haben es einfach getan, weil wir zu sehr vertraut haben und manche zu wenig vertraut haben. So, wir werden gleich zu sprechen kommen, warum. Sie verurteilen keine Geimpften oder Ungeimpften, sondern sie sind daran interessiert, den anderen vollkommen zu sehen, zu verstehen und ihn zu lieben. Jeder, der sich impfen hat lassen, hat seinen Grund. Der eine, weil er Angst hat, der andere, weil er den anderen schützen will, der andere, weil er einfach sich von den Lockdowns befreien will. Jeder hat irgendeinen Grund. Ja. Und es spielt keine Rolle, wer welchen Grund hat. Ja. Es hat überhaupt keine Bedeutung, ja, ob jemand sich impfen hat lassen oder nicht. Ob jemand deswegen besser ist oder schlechter, bewusster oder unbewusster, es hat absolut null Bedeutung. Das Einzige, was eine Bedeutung hat, ist die Bewertung, die du den anderen gegenüber gibst. Ja, ob du ihn trotzdem liebst, annimmst, Verständnis hast für seine Situation und ihn annimmst. Ja, das ist voll okay. Ja. Wenn wir das verstanden haben, dann heilen wir, glaube ich, das Problem der Spaltung der Gesellschaft gerade. Wenn wir anfangen, den anderen nicht mehr zu bewerten, deswegen. Ja. Oder weil er sich nicht impfen hat lassen. Dasselbe gilt genauso für die, die sich impfen haben lassen und sagen, ihr seid die Impfgegner, die sich nicht impfen lassen, wegen dir werde ich meiner Freiheit beraubt. Ne? Das ist genau dasselbe Problem auf der anderen Seite. Ja, also auch die sind nichts Besseres, wenn die genauso denken. Ja, auch da hinschauen. Ja. Und was ich in diesem Video bezwecke, ist, dass ich einfach versuche, so gut es geht, ja, und das ist sicher nicht das komplette große Bild des Ganzen, ja, da gibt es sicher noch viele Dinge, die ich nicht weiß, ja, aber ich habe versucht, als Bewusstseinsforscher, so gut es mir ging, in die höchsten Vogelperspektiven zu gehen und andere Perspektiven zu nehmen und mal das Thema aus allen Seiten zu beleuchten, um dir einfach in diesem Video meinen kompletten Erkenntnisschatz zu zeigen, was ich als meine Erkenntnis habe, und wir sind mittendrin. Ja. Darum sei gespannt, was jetzt noch kommt. Es wird spannend. Ja.
Also, ich wiederhole den letzten Satz einfach nochmal, es ist so wichtig. Sie verurteilen keine Geimpften oder Ungeimpften, sondern sind daran interessiert, den anderen vollkommen zu sehen, zu verstehen, Mitgefühl für ihn zu empfinden, seine Situation zu verstehen und ihn zu lieben, auch der geimpft ist, zu sagen, okay, ich versuche dich zu verstehen, warum du das nicht bist und nicht zu verurteilen. Ja? Weil meine Meinung ist nicht die einzige, die zählt, weil wir wissen, wenn eine Sache auf dem Planeten existiert, dann sind das viele Meinungen. Ja? Und die Kunst ist, sich uns alle zusammenzutun und daraus, aus diesen vielen Meinungen, eine Meinung zu bilden, die uns alle, mit der wir alle leben können. Ja? Ja? Ich bin mir sicher, dass der eine Recht hat, wie der andere Recht hat. Und es spielt keine Rolle, wer Recht hat. Ja? Das Einzige, was zählt, ist, dass wir uns zusammentun, verbinden und den anderen nicht mehr als etwas Schlimmes oder Böses oder etwas Negatives sehen. Ja? Auch der Politik gegenüber nicht und auch die Politiker dem Volk gegenüber nicht. Ja? Auch wenn es so aussieht, und es ist vielleicht auch so, dass die dass die Menschen den Politikern komplett wurscht sind. Das liegt nämlich vielleicht daran, dass die Bevölkerung die Politik wurscht ist. Ja? Das ist alles ein Spiegel, Leute. Ja? Fangen wir an, die Politiker mal ernst zu nehmen. Ja? Und weil wir sie nicht ernst nehmen, spiegeln sie uns das Krasseste, dass sie uns nicht als ernst empfinden. Ja? Und deswegen dürfen wir jetzt sehr schön lernen, mal die Politiker durch die ganze Situation mal ernst zu nehmen. Was will ich damit sagen? Achte, wenn du willst. Öffne deine Augen, wenn du willst. Hüte dich vor deiner Wahl. Und damit will ich sagen, hüte dich vor deinen Gedanken. Hüte dich vor deiner Bewertung. Und pass auf, wie du bewertet hast. Es kann dich irgendwo hinreiten, wo du vielleicht nicht hin willst. Denn Gedanken schaffen Emotionen, schaffen Zustände. Zustände sind dein Empfinden, welches du gerade empfindest. Und ich habe im letzten Video genau über dieses Konzept geredet. Nächster Punkt ist, sie verurteilen keine Geimpften, also das habe ich schon erwähnt, sorry. Sie sehen den anderen nicht als bewusst oder unbewusst an. Sie nehmen die Menschen an, wie sie sind und lieben sie für ihre Art, ihr Sein und ihr Wesen. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Sie lieben die anderen, egal ob die geimpft sind oder nicht geimpft sind. Ja. Sie gehen nicht auf Distanz, sie gehen in Verbindung. Ja. Und auch wenn bei diesem Wort, was ich gerade gesagt habe, jetzt viele zusammenzucken. Ja. Erinnere dich an eine Zeit, wo Verbindung das Einzige war, was gezählt hat auf diesem Planeten. Denn es ist unsere wahre Natur. Und das ist auch das, was langfristig gesehen den Menschen durch die Situation wieder zeigen wird, wie schön es ist, wenn wir in Verbindung gehen. Ja. Wie schön es ist, wenn wir Menschen umarmen, denn da bauen wir unser Immunsystem auf. Kommen wir zum letzten Punkt. Sie haben erkannt, dass es nicht um diesen Virus geht, doch nicht um das Thema, nicht um die Pandemie, sondern, und jetzt kommen wir zur Essenz des Videos, es geht um die Liebe. Wow. Es geht um die Liebe, Leute. Dieses Thema hat etwas mit Liebe zu tun. Ja? Diese Menschen, die Eingeweihten, haben verstanden, dass das komplette Szenario, die komplette Pandemie, die beste Gelegenheit bietet, sich selbst von einem negativen Bewertungssystem zu befreien und sich zu heilen von der eigenen negativen Bewertung der anderen gegenüber. Denn der Grund, warum du nicht in der Liebe bist, warum du jetzt nicht in der Erleuchtung bist, warum du nicht passiv in der Glückseligkeit schwebst und ein Dauergrinsen in dein Gesicht hast, ist, weil du negativ bewertest. Das ist die pure Wahrheit. Menschen, Geimpfte, Ungeimpfte, Regierung, Pharmaindustrie, Politiker, ja, hat alles keine Bedeutung. Im Großen und Ganzen ist alles nur ein Spiel auf der Bühne und wir spielen mit uns gegenseitig und zeigen uns, was gerade in uns vorgeht. Es hat Hörerperspektive auch keine Bedeutung. Es ist nur eine Geschichte von vielen Geschichten und es gibt hier genug Geschichten, die erzählt werden, wenn du die ganzen Bücher anschaust. Jeder Mensch erzählt jeden Tag eine Seite eines Buches, deines eigenen Buches, deines Lebens.
Wir spielen, wir sind alle Geschichtenerzähler und Geschichtenschreiber. Das ist das, was uns ausmacht. Und nicht nur wir sind es, sondern unsere Seele. Es ist die Seele, mit der jedem Leben, was wir leben, erzählen wir eine Geschichte. Uns und anderen Kindern. Ja. Wir lesen die Geschichten anderer und wir inspirieren andere mit unseren Geschichten. Ist das nicht toll? Wow! Was für ein kosmisches Ereignis. Die Frage ist, bist du in der Liebe? Bist du in der Liebe jetzt? Das ist das, worum es geht. Bist du in der Liebe? Darum geht es in der ganzen Sache, Leute. Es geht darum, in die Liebe zu kommen. Und uns wird hier gezeigt, dass wir alle gerade nicht in der Liebe sind, weil wir negativ bewerten, verurteilen und weil wir einfach den anderen von uns abhalten. Das ist das Problem. Darum geht's. Das ist aus meiner Sicht der einzige Grund, warum das alles geschieht. Und das ist auch der einzige Grund, aus meiner Sicht, warum wir alle hier sind. Wir sind hergekommen, um in diesem Spiel mitzuspielen, damit wir noch größere Liebe integrieren dürfen. Wie so ein Pendlereffekt, müsste jetzt ins eine gehen und ins andere gehen. Ja, es geht um die Liebe, Leute. Du darfst jetzt mal deinen Kommentar reflektieren, was du geschrieben hast. Du darfst dir die Frage stellen, in welchen dieser 4 Gruppen bist du? Und dann wirst du einfach sehen, wo du gerade stehst. Und du wirst wissen, wie es für dich ausgehen wird. Und du hast jetzt die Möglichkeit, einfach zu diesem Kommentar einfach eine neue Meinung hinzuschreiben, zu verändern. Deine Meinung zu ändern. Anzufangen, anders dich zu verhalten. Ne? Und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, wir sind fast fertig. Was ist meine persönliche Meinung? Was ist für mich meine persönliche Essenz, die ich daraus gezogen habe aus dem Thema? Es gibt ein Mantra, was ich immer wieder sage. Und dieses Mantra, das erleuchtet mich immer wieder, wenn ich merke, ich bin wieder mit meinen Gedanken in dieser Dunkelheit drin der Bewertung. Und das zieht mich wieder in das Licht hinein. Und zwar, das Mantra lautet: Willkommen, Elend. Ich nehme an, was ist. Willkommen, Elend. Damit will ich jetzt nicht sagen, ich nehme das alles an. Ja? Ich werde es dir gleich erklären, warum. Ich bin im inneren Frieden. Mein Zustand hat nichts mit der äußeren Welt zu tun. Mein Zustand ist mein Zustand, hat was mit mir und mit meinen Gedanken zu tun. Und meine Gedanken haben was mit meiner Bewertung zu tun. Meine Bewertung hat was mit meinem freien Willen zu tun, wie ich entschieden habe zu sein. Mir selbst und anderen Menschen gegenüber. Ich mache mich nicht abhängig von der Außenwelt. Und das ist der Hauptgrund, warum wir uns in diesem kollektiven Szenario befinden, warum wir dieses Szenario erschaffen haben. Weil wir unseren Zustand abhängig gemacht haben von äußerem Zustand. Etwas passiert im Außen und deswegen fühle ich mich schlecht. Es gibt Menschen, heute Regen ist,
dann fühlen sie sich schon depressiv. Ist das nicht traurig? Und ja, es ist Fakt, dass die Außenwelt, das Wetter und Co. uns beeinflusst. Keine Frage. Aber es muss nicht sein. Du kannst den Regen sehen, kannst im Regen tanzen, kannst dich daran freuen. Es ist deine Bewertung der Außenwelt, die dich definiert. Dein Bewertungssystem ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Wir spielen dieses kollektive Spiel gerade, damit wir lernen, unseren inneren Frieden nicht von äußeren Zuständen bzw. Gegebenheiten abhängig zu machen. Ich wiederhole es nochmal. Wir spielen jetzt dieses Spiel, damit wir lernen, unseren inneren Frieden nicht von äußeren Zuständen bzw. Gegebenheiten abhängig zu machen. Das muss mal sacken. Wir spielen das ganze Spiel, damit wir lernen, unseren Zustand zu kontrollieren und ihn nicht abhängig zu machen von dem, was im Außen vorgeht. Denn damit wirst du immer Opfer sein. Damit wirst du immer mitgerissen. Wie wenn du einen Strudel fällst und dann bist du dann bist du drin. Kommst du nicht mehr so leicht raus. Bewusstseinserweiterung, Bewusstheit, Spiritualität ist nichts anderes als seine Augen zu öffnen für das, was ist und sich dessen bewusst zu werden, von dem, was ist. Seine Gedanken, seine Emotionen und seinen Bewusstseinszustand bewusst zu ändern, sofern man ändern möchte, und zu versuchen, ein glücklicher und ein guter Mensch zu werden, in die Glückseligkeit zu kommen und vielleicht sogar andere auch dorthin zu bringen. Das ist für mich Spiritualität. Also, wir spielen dieses Spiel, um noch mehr in die Liebe zu kommen. Und ja, wir nähern uns tatsächlich der fast vorletzten Seite. Je verrückter dieses Schauspiel präsentiert wird, desto krasser wird das Pendel in die Gegenrichtung schlagen. Und das ist ein Naturgesetz, das sind Nivellierungseffekte. Und deswegen, als ich gehört habe, so Impfpflicht und Co. und so, ich habe mich so gefreut, Leute. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ich habe mich gefreut. Ich denke mir so, ja, jetzt wird das, was schon komplett verrückt ist, was vor 3 Jahren niemand, nicht mal die Politiker selbst, sich vorstellen konnten, einfach gemacht. Und alle schauen zu. Und das zeigt, dass so viele sogar mitmachen und so viele dagegen sind. Ich muss auch ehrlich zugeben, früher haben so viel mehr mitgemacht als heute. Heute heben wir die Fahne und sagen nicht mit uns. Ja. Und das ist cool. Das finde ich cool. Ja. Somit möchte dieses ganze Szenario uns eine Sache zeigen. Natürlich noch viele Sachen zeigen, aber es möchte dir zeigen, dass du dich von deiner Negativität gerade leiten lässt, ja? Und noch nicht in der vollkommenen Liebe bist. Vielleicht lernen darfst du dich noch besser an der Liebe zu halten, weil wärst du in der vollkommenen Liebe, dann wirst du vielleicht ein anderes Kommentar geschrieben haben oder dich gestern anders verhalten haben gegenüber irgendwelchen Menschen. Also es ist die beste Gelegenheit, um auf den Zug der Liebe aufzuspringen. Du musst lernen, auf diesem Zug zu bleiben, egal was in der Außenwelt vor sich geht. Du musst lernen, auf den Zug der Liebe aufzuspringen, egal was um dich herum passiert. Egal, wenn dir jemand ins Gesicht schlägt, halte ihn die andere Wange hin, umarme ihn und liebe ihn. Das zeigt, wer und wie du bist. Das definiert dich und dein Bewertungssystem.
wie du in die Liebe kommst. Nächstes Kapitel. Fange an, die Menschen anzunehmen, nicht mehr zu verurteilen, nicht mehr zu kritisieren, auch wenn in dieser Hinsicht beide eine andere Meinung haben. Sehr wichtig. Fang an, die Dinge nicht mehr negativ zu bewerten. Und jetzt sage ich dir einen der wichtigsten Sätze, den du vielleicht hier in deinem Leben gehört hast. Ein bisschen übertrieben, aber für mich persönlich ist es einer der wichtigsten Sätze, die ich je gehört habe. Und zwar lautet der Satz so: In deinem Bewertungssystem findest du die Wurzel allen Übels. In deinem Bewertungssystem findest du die Wurzel allen Übels. Das musst du mal sacken. Ja, nächstes Thema. Also das ist so, alles ist meine persönliche Meinung. Ja? Und ich werde dir gleich meine Essenzen erzählen, mein Mantra, das ich mir sage. Zum Thema Impfung jetzt. Ja. Jetzt gibt es natürlich die sagen, ja, wenn ich mich impfe, habe ich Folgeschäden. Ja. Ich finde, und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, also meine persönliche Erfahrung, dass alles geführt ist. Ja, dass alles erleuchtet ist. Ich sehe die Welt nicht als Plus-Minus, sondern ich sehe das aus einer ganzheitlichen Batterie, ja, also ein Bewusstsein, und das Bewusstsein würde sich selbst nie schaden. Ja, kann sich selbst gar nicht schaden. Es erschafft nur Erfahrungen. Und ich werde auch nächste Woche ein Video machen, wo ich viel tiefer einsteige, wie wir uns daraus befreien, aus diesem negativen System. Dieses Video dient dir einfach mal ein bisschen die Augen zu öffnen, wenn du hinschauen willst natürlich. Ja. Also ich finde, dass wenn jemand Folgeschäden hat von der Impfung, ja, dass seine Seele sich das ausgesucht hat, denn er hat sich ja selbst entschieden, bewusst impfen zu lassen. Ja. Wenn er Folgeschäden hat, dann ist es seine Entscheidung oder die Entscheidung seiner Seele, diese Impfschäden zu kriegen oder vielleicht sogar damit sein Exit zu machen, also damit daraus dann zu sterben, hat seine Seele das entschieden. Ja. Das müssen wir akzeptieren. Ja. Und niemand auf diesem Planeten, am allerletzten die Politiker, haben die Macht zu entscheiden, wer sterben soll und wer nicht. Ja. Niemand soll das haben. Ja. Die Seele entscheidet, wie sie geht, und fertig. Ja. Und der eine geht durch einen Autounfall, der andere geht, weil er sich aufhängt auf dem Strick, der andere geht, weil er sich entschieden hat, dass ihm jemand erschießt, der andere, weil er sich da impfen lässt, der andere, weil er sozusagen von einem Polizisten niedergeschlagen wurde, was auch immer. Es gibt so viele Varianten, wie wir den Exit machen. Und irgendwie müssen wir den Exit machen, ja, ganz ehrlich, für immer auf dem Planeten Erde zu verweilen, das wäre doch die Hölle. Ja. Du könntest dich nie richtig weiterentwickeln, du könntest dich nie verändern, du würdest immer so sein, wie du bist, das wäre doch furchtbar. Ne? Also es ist schon gut, dass wir einen Exit machen, und wie wir den Exit machen, und lassen wir das schön brav uns entscheiden, ja, und nicht den Politikern und so weiter. Ne? Und das ist ja nicht so schlimm, dass wir gehen, weil so wie der Tod zum Leben gehört, so gehört das Leben zum Tod. Ja? Wenn das die Menschen noch nicht gerafft haben bis zum heutigen Zeitpunkt, dann tut es mir wirklich leid. Ja? Denn der Tod gehört zum Leben dazu. Wenn du in Hawaii bist und jemand stirbt, da wird eine Party gemacht, ja? Weil er hat sich befreit, er hat sich erlöst, er ist jetzt in einer anderen Welt, und er freut sich. In Indien genauso. Ja? Und nur in unserer heutigen Gesellschaft ist es echt, wenn jemand stirbt, dann ist es die Hölle. Ne? Warum? Ja, weil es so schlimm ist, dass der nicht mehr da ist. Ja? Menschen sollen für immer und ewig leben. Das ist doch voll krank. Ja? Denk mal drüber nach. Ja? Das ist nicht normal, so zu denken. Ja? Denn alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Ja? Das ist die Dualität. Und wenn man bis jetzt noch nicht verstanden hat, dass der Tod zum Leben gehört, dann tut es mir wirklich leid, ja? Liebe Politiker und liebe Leute, die den Tod verurteilen. Ja? Ich will jetzt nicht den Tod gutreden, keine Frage. Es tut weh, wenn ein Angehöriger, dein eigenes Kind oder wer auch immer sterben sollte. Das ist furchtbar. Ja? Klar, das sind negative Emotionen, weil wir damit etwas Schönes verbinden, weil wir diesen Menschen geliebt haben und jetzt er nicht mehr da ist. Ja? Das ist schlimm. Aber auch das müssen wir annehmen, ja? Dass es so ist und dass wir es nicht anders machen können. Ja? Es sei denn, du lernst vielleicht Astralreisen und besuchst ihn wieder. Ne? Das ist deine Wahl, wenn du an sowas glaubst. Ja? So, also,
Ähm, ob ich durch einen Autounfall einen Exit habe, ist dasselbe, ob ich durch die Impfung meinen Exit kriege. Ja? Beides ist eine Erfahrung, und wenn es der Plan der Seele ist und es so vorgesehen ist, dass man so stirbt oder anders stirbt, das hat mit mir nichts zu tun, und es ist egal, auf welchem Weg die Seele stirbt, weil irgendwie muss sie ihren Exit machen. Ja? Ja? Das ist mal meine Meinung zum Thema, ja? Exit. Ja? Dann habe ich vorhin eine Sache erwähnt, und zwar das Thema Annehmen widriger Umstände. Ja? Das möchte ich hier ein bisschen erläutern. Ja? Und ich weiß, dieses Video wird sicher bei einigen auf Kritik stoßen, bei den einigen wird das gefeiert werden. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie es gefeiert wird. Jemand, der dieses Video verurteilt oder mich verurteilt auf Basis dieser ganzen Sachen, die ich hier gesagt habe, zeigt einfach, und das soll dieses Video vielleicht auch zeigen, wie sehr du verurteilst, bewertest. Mich verurteilst, weil weißt du, wir Influencer, wir YouTuber, wir sind ein Spiegel. Wir sind ein Aushängeschild, wir sind Spiegel. Und ich habe so viele Kommentare gelesen. Ich habe solche Kommentare gelesen, ich habe solche gelesen, ich habe solche gelesen. Ich habe alles schon gelesen. Ja. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann alles, was jemand mich verurteilt, wegen was auch immer ich sage, das sind Projektionen von denen, der es geschrieben hat. Ja. Und natürlich nehme ich das auch als Kritik, versuche das zu reflektieren, ja, und versuche gewisse Sachen zu beobachten, so in diese 3% hinzuschauen, wo ich nicht hinschauen will, das versuche ich natürlich zu machen. Ja. Aber ich weiß, dass zur Gänze die meisten negativen Kommentare und Bewertungen von Menschen kommen, die selber im Außen, im anderen Menschen das Negative sehen, bewerten, verurteilen und Co. Und wir YouTuber sind einfach Projektionen, Spiegel. Und da wird das schön brav ausgelassen in der Anonymität des Internets. Schön brav, bam, 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 bam. Ja. Und danach glaubt man sich besser zu fühlen, wenn man diese negative Energie ausgelassen hat. Ja. Und das Krasse ist, die YouTuber, die dann darauf reagieren und in dieses Spiel mitmachen, und fallen in diese Pendel rein, und dann werden sie schon mitgetrieben. Ja. Also ich spiele da nicht mit, ne, muss ich euch sagen. Wenn man das Video bis jetzt verstanden hat, dann weiß man warum. Ja, es sollte einfach, falls du jetzt voll gegen mich bist und dir ein negatives Kommentar schreibst, dann weißt du, welche Gruppe du zumindest bist. Ich will dich damit nicht verurteilen oder so. Ja, ich will einfach nur sagen, das ist Spiegel, ja, guck dahin. Vielleicht verstehst du es nach diesem Video. Ja. Was haben wir noch? Also das Thema Annehmen widriger Umstände. Wo ist die Grenze zwischen Annehmen widriger Umstände? Wo ist die Grenze? Ich nehme alles an oder ich mache da nicht mit. Ja. Wo ist diese Grenze? Also es wird etwas mit uns gemacht von einer höheren Macht, keine Frage. Das ist ja ganz offensichtlich, dass da irgendwelche ein Clan dahinter steckt, irgendeine böse Macht oder die Rockefeller oder wer auch immer dahinter steckt. Ja. Spielt ja überhaupt keine Rolle. Im Grunde ist es Gott, der für sich selbst was macht, falls du es bis jetzt noch nicht verstanden hast. Wo ist diese Grenze zwischen ich lasse es mit mir machen oder ich nehme das an? Diese Grenze ist schwer zu finden. Es gibt 3 Möglichkeiten: accept it, change it or leave it. Ja. Und das ist, was will ich auf Deutsch? Akzeptiere den Umstand, verändere den Umstand oder verlass den Umstand. Ja. Verlassen heißt, ciao. Change it heißt, du tust was dagegen, und accept it ist, ich nehme es voll an, ja damit, geht schon. Ja. Das sind die 3 Wege. Und das gilt nicht nur auf deine Handlungen, sondern vor allem auf deine Gedanken. Ja. Akzeptierst du das? Sagst du nein, nicht mit mir? Oder sagst du, ciao, ich spiele nicht mit? Ich persönlich wähle den Weg der Liebe. Ja. Ich akzeptiere es und ich möchte was daran verändern. Und ich liebe mich von der Angst. Ich befreie mich von der Angst. Und das ist das Video dazu. Ja. Das ist meine Stellung. Ja. Ich vereine alle 3 Möglichkeiten und sage, die Liebe ist der Schlüssel. Ja. Ein wichtiger Satz noch: Leistet man Widerstand aufgrund von Anhaftungen, Abhängigkeiten, lasse ich mir Dinge deswegen gefallen.
leistet man Widerstand aufgrund von Anhaftungen, Abhängigkeiten? Lasse ich mir Dinge deswegen gefallen? Denk mal darüber nach. Ja, und du fragst dich jetzt vielleicht, ob ich geimpft bin. Wenn du dir diese Frage stellst, dann hast du das Video noch nicht verstanden. Dann siehst du einfach nochmal an. So, und jetzt nähern wir uns tatsächlich dem Ende. Und ich möchte dir einfach nur sagen, was für mich persönlich meine Essenz ist aus dem ganzen Thema. Und das ist sozusagen meine komplette offizielle Stellungnahme. Und das ist, wenn mich jemand, und ich kriege alle paar Minuten einen Kommentar zum Thema, was ich über das Thema denke, werde ich auf dieses Video verweisen. Und in diesem Video ist hier meine Meinung jetzt. Ja. Die ist natürlich noch flexibel und ich möchte mir das rausnehmen, dass ich das alles ändern kann, weil meine Meinung basiert immer auf meinem aktuellen Glauben. Mein aktueller Glauben ist so flexibel, dass ich bereit bin, durch Erfahrungen, die ich in der Zukunft machen werde, meinen Glauben zu ändern. Clever, ne? Weil viele glauben, dass wenn man einmal etwas glaubt, dass man das für immer tun muss. Und ändert man seinen Glauben, ist man nicht mehr authentisch. Kranke Idee, ne? Aber gut. Damit will ich nur sagen, ich will damit niemanden verurteilen. Ja? Ich will einfach nur sagen, akzeptiere den Menschen, und auch wenn er sich verändert hat, dass er sich verändert hat. Denn das gehört zur Evolution zufällig dazu, dass wir als Kind anders gedacht haben, als Jugendlicher unsere Meinung zu was auch immer geändert haben. Und wenn wir älter geworden sind, dass wir wiederum anders gedacht haben. Und das ist das Normalste und Natürlichste auf der Welt. Das nennt sich Evolution und das nennt sich Veränderung. Dann würden wir alle immer das denken, was wir immer gedacht haben. Ja. Wir sind dann zwar vielleicht authentischer, weil wir unsere Meinung vertreten, ja. Aber wir werden uns so nie entwickeln. Wir werden uns so nie voneinander lernen. Mal gesagt werden. So, jetzt komme ich zu meiner Essenz. Ich nehme alles an. Weil ich weiß, dass alles seine Richtigkeit hat und geführt ist. Ich bin mit meiner Seele verbunden und fühle, was richtig und wichtig ist. Was richtig und wichtig für mich ist. Ich nehme mich an und ich nehme an und fühle mich frei und akzeptiere die göttliche Macht dahinter. Dieses Thema zeigt mir, vor allem am Anfang, dass ich noch an das Böse geglaubt habe. Es zeigt mir, dass ich noch negativ bewertet habe. Und es hilft mir, mich von meiner eigenen Negativität zu befreien. Es hilft mir, noch mehr Verständnis für die Menschen und ihre eigenen Meinungen zu entwickeln. Und ich nutze das gesamte Thema, was sich auf dem Planeten abspielt, als meine Tür raus aus dem Bösen, das sie angeblich das Böse darstellt. Ich bin dankbar, jetzt auf der Erde zu sein und nutze diese Chance, dadurch mehr Mitgefühl, Verständnis und Liebe zu integrieren und zu zeigen. Und ich freue mich sehr, wenn alles vorbei ist und auf die Verständnis und auf die Freude und auf die Liebe, welche sich dann auf der Erde ausbreiten wird. Ja, das ist meine Meinung und meine aktuelle Sichtweise der Perspektive. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie gehst du mit dem Thema um? Oder du fragst dich vielleicht, Marco, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich persönlich kann dir das nicht beantworten. Ich kann dir nur mein komplettes Wissen über das Thema geben, was ich mir so angehäuft habe im Internet, in Büchern, bestehendes Wissen in astralen Ebenen
und den erweiterten Bewusstseinszuständen, und ich habe das einfach hier komprimiert in diesem Video. Ich hätte es noch viel länger machen können, auf mehrere Stunden. Ich habe es versucht, so kurz und knackig zu machen wie möglich. Es ging leider nicht kürzer, tut mir leid. Aber ich kann dir schlussendlich nicht eine Antwort geben, wie du jetzt damit umgehen sollst. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht will. Was ich dir aber geben kann, ist, ich kann dir ein paar Fragen stellen. Und zwar, bist du auf das Gute ausgerichtet oder auf das Böse oder auf die Liebe? Ja. Wobei Gute und Liebe dasselbe ist. Ja. Kämpfst du gegen etwas oder gegen jemanden? Siehst du in anderen Menschen etwas Böses? Ja? Zeigst du Unverständnis bei anderen Menschen? Bist du inneren Frieden? Bewertest du Dinge oder Menschen oder Ereignisse negativ? Ich kann dir nur solche Fragen stellen. Ich könnte noch stundenlang solche Fragen stellen. Ja? Die Antworten, die du dir gibst, darauf definieren, wie ist dein Bewertungssystem gerade konfiguriert und wie dein Bewertungssystem definiert, was für Gedanken du erzeugst. Deine Gedanken definieren deine Emotionen definieren deinen Zustand, der Zustand manifestiert sich im Kollektiv. Und wir alle, wie ich auch damals und auch jetzt nach wie vor vielleicht zum Teil, haben Probleme in uns. Ja, wir haben alle einen Entwicklungstraum, wir haben alle eine neurotische Störung. Ja. Wir wurden alle von Erziehung, vom äußeren und der äußeren Umwelt manipuliert, beeinflusst, durch Horrorfilme, was auch immer, negativ beeinflusst, dass wir so denken. Das ist okay. Das ist unsere Vergangenheit, sie macht uns aus. Ja. Aber sie entscheidet nicht, dass wir in Zukunft so sein sollen. Ja. Wir haben die Macht, den freien Willen, anders zu sein. Ja, das ist meine Essenz zum Thema. Und das ist meine Antwort auf deine Fragen, die ich an jeder Ecke bekomme. Falls du jemand bist, der sagt, ich tue mir immer noch schwer, mich von meiner Vergangenheit zu lösen, von meinen Programmen, von meinen Mustern, von der Negativität, ich möchte mich heilen, was auch immer. Falls du willst, ich will es dir noch als Angebot machen, am 10. bis 12. Dezember veranstalte ich einen 3-Tage-Workshop, das nennt sich Manifest Your Life 2, und dort gehen wir sehr intensiv auf das Thema ein. Ja. Befreiung der Negativität, Befreiung von negativen Glaubenssätzen, Loslösung von deinem Konstrukt. Du wirst verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wie du diese Programme verwendest und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich könnte jetzt noch stundenlang über das Thema reden und ich mache da vielleicht auch ein eigenes Video dazu zu diesem Seminar, weil es sehr viel verändern wird, ja, weil wir 3 Tage lang darüber reden, wie schaffen wir es, uns zu verändern, dass wir uns von der Negativität befreien. Ich möchte es dir anbieten, dass du dich dort anmeldest. Das Seminar ist da. Ich habe noch übrigens eine Meditation Academy, wenn man sich dort registriert hat, im Master Membership. Das kostet 39 € im Monat. Dann kann man kostenlos an diesem Seminar teilnehmen. Ja. Das heißt, wenn du sagst, mich interessiert dein Thema gar nicht, aber ich will trotzdem dieses Seminar besuchen, melde dich in der Meditation Academy an, zahl 40 €, kündige von mir aus im Dezember das ganze Ding, und dann hast du 40 € für das Seminar bezahlt, was normalerweise mehrere 100 € kostet. Dass du Bescheid weißt, das ist einfach ein Angebot von mir, eine Hintertür, die ich dir zeige. Mir geht es nicht darum, damit irgendwie Geld zu verdienen, ja. Mir geht es einfach nur darum, damit ich dich befreie von diesen negativen Gedanken, von deinem negativen Konzept. Und ich möchte, dass bei diesem Seminar so viele Menschen wie möglich sind, die bereit sind, an sich was zu verändern, die bereit sind, ihre Augen zu öffnen, die bereit sind, ihr Gedankenbild zu verändern, ihr Bewertungssystem zu verändern. Denn das ist das wirkliche Problem. Das ist unser Bewertungssystem. Und ich könnte jetzt noch stundenlang über das Thema, wie unser Bewertungssystem funktioniert und wie wir es kontrollieren können, erklären, aber das würde den Rahmen von diesem Video sprengen. Ich werde sicher in Zukunft noch weitere Videos machen. So viel sei gesagt. Das ist sozusagen das Thema. Freu dich drauf. Auf das Seminar, es wird dich, ich verspreche es, es wird dein Leben verändern. Ja.
Und wir werden sehr tief in deine Psyche einsteigen und sehr tief dich bewusst machen, indem du dir bewusst wirst, was in dir vorgeht, wie das Konstrukt funktioniert mit den Programmen und Gedanken. Ja. Gut, that's it. In dem Sinne lassen wir Corinna gehen. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du der Meinung bist, das Video sollten noch ein paar andere Menschen sehen, denen es vielleicht ein bisschen die Augen öffnet, dann lade ich dich jetzt ein, das Video zu teilen mit deinen Freunden, Telegram-Gruppen, wo auch immer du das teilen möchtest und zu verbreiten. Wenn du der Ansicht bist, das Konzept dieser 7 Seiten, die es technisch nicht möglich war, hier rauf zu kopieren, weil ihnen ein System hat blockiert, dass der Inhalt, der hier drin ist, darum habe ich versucht, die Wörter nicht zu verwenden im Video, dass das Video nicht gebannt wird. Es ging einfach nicht, hier rauf zu kopieren. Voll crazy, oder? Auf jeden Fall, wenn du der Meinung bist, dass das, was ich in diesem Video hier geteilt habe, mehr Menschen sehen sollten, damit wir uns alle als Gesellschaft ein bisschen wieder anschauen und in der Mitte finden und anfangen, das Konzept der Liebe, was Jesus uns schon lehren wollte, zu integrieren, dann ist das, glaube ich, der erste Weg, Menschen anzunehmen und sie zu lieben. Ja. Dann teile dieses Video mit ihnen. Ja, es wäre mir eine große Ehre. Und ich danke dir jetzt schon, dass du es tust, ja, wenn du es möchtest. Weil ich weiß, es wird sehr, sehr vielen Menschen helfen. Es wird ihnen vielleicht die Augen öffnen. Und das wird sie selber von ihren Pendeln, in denen sie vielleicht gefangen sind, ein bisschen rausholen. Und sie, wenn es nur ein Schritt ist, bewusster machen. Ja. Das wäre mir sehe ich als meine Aufgabe als Bewusstseinscoach. Ich habe wirklich lange Zeit mit dem Thema nichts zu tun gehabt und wollte auch nichts darüber publizieren. Aber ja, irgendwann muss mal was gesagt werden muss. Ja. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zu so einem Höhepunkt und da, glaube ich, kommt dieses Video genau richtig. Ja. In dem Sinne, vom ganzen Herzen, danke, 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 dass du das Video bisher gesehen hast, dass du dir die Mühe und die Zeit genommen hast. Und wenn du möchtest, kannst du es dir gerne nochmal anschauen und gewisse Sachen integrieren, zu verstehen und verinnerlichen. Ja. Und du kannst, wenn du möchtest, auch jetzt einfach dieses Video nochmal kommentieren und mir jetzt nochmal deine eigene Meinung in einem eigenen Kommentar schreiben. Was du einfach siehst in diesen Sachen, die ich dir gesagt habe, was vielleicht jetzt deine Meinung ist oder was du mir einfach sagen möchtest. Ich werde mir jedes Kommentar durchlesen und vielleicht auch sogar jedes beantworten. Ja. Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was du jetzt schreibst. Darum bitte ich dich einfach, mir jetzt einmal eine kleine Message zu geben, was deine Meinung dazu ist. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt auswirken wird. Ich konnte, wie gesagt, nur alles zusammenfassen und dir es servieren, was in mir vorgeht. Wie ich das Ganze sehe, kann sich natürlich alles ändern. I don't know. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich dich liebe, dass ich wertschätze und dass es mir komplett egal ist, ob du dem Mainstream gegenüber gehörst, ob du an solche Themen wie Astralism, Bewusstseinserweiterung, Spiritualität glaubst oder nicht glaubst, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich nehme dich vollkommen an, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Und ich bin dankbar, dass du da bist, dass du existierst, dass du ein Teil des Ganzen bist, dass du uns alle spielen darfst, dass wir uns in dir erkennen dürfen. Das ist das größte Geschenk überhaupt in der gesamten Existenz, dass wir existieren und mit uns reden können und uns gegenseitig erfahren und lieben dürfen. Und das ist doch das Einzige, was zählt, diese Möglichkeit zu haben, das tun zu dürfen und das Gefühl der Liebe zu fühlen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das Ganze geschieht, dass wir uns dahin schauen dürfen, weil wir gerade in eine andere Richtung schauen oder schauen. Ja. In dem Sinne, danke vom ganzen Herzen für alles, fürs Zusehen. Das wäre mir eine große Ehre, wenn du das Video teilst an deine Freunde. Und dass du einfach vielleicht anderen Menschen damit auch vielleicht ein bisschen die Augen öffnest, wenn sie bereit sind, ihre Augen zu öffnen und ein paar andere Perspektiven zulassen. In dem Sinne, und vielleicht sehen wir uns ja im Dezember am 10. bis 12.
im Zoom-Workshop, das wäre richtig cool. Ja. Dann können wir direkt daran arbeiten, auch eine Veränderung zu machen. Ja. Weil wenn wir die Außenwelt verändern wollen, müssen wir unsere innere Welt verändern. Wenn wir die innere Welt verändern wollen, müssen wir unser System verstehen. Wie so ein Pilot, da muss man zuerst lernen, wie das Gehirn funktioniert, wie seine Programme funktionieren, wie man sich lenkt, wie man das Ganze macht. Dann sehen wir uns hoffentlich beim Seminar. Wie gesagt, in der Meditation Academy, im Master Membership kriegst du Zugang kostenlos zum Seminar. Und dann wäre es cool, wenn wir uns dort persönlich sehen. Also bis bald und danke nochmal fürs Zusehen. Und ich weiß, das Video war lang und du bist jetzt vielleicht froh, dass es mal zum Ende gekommen ist. Und ich irgendwie auch. Und genauso wie wir froh sind, dass es jetzt mal zu Ende ist, hoffen wir, dass damit vielleicht ein kleiner Schritt in die Richtung gesetzt wird, dass das ganze Thema vielleicht durch dieses Video, durch viele andere Lichtarbeiter, wie wir sie auch immer nennen mögen, uns auch dem Ende von dem gesamten Thema bereitet und das Ganze in das goldene Zeitalter uns bringt. In dem Sinne, danke nochmal vom ganzen Herzen. Schön, dass es dich gibt. Ich liebe dich und ich liebe uns und wir sehen uns hoffentlich sehr, 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 sehr bald.